Hochwürdigster Herr Prälat, hochwürdige Herren, ehrwürdige Schwestern, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Debatte um Pius XII. Nimmt kein Ende. Ich war gerade in Rom vor 4 Wochen auf einer Tagung an der Gregoriana und dort, oder 6 Wochen waren es, und dort wurden wieder neue Erkenntnisse präsentiert. Da waren erstmals auch Forscher, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von Yad Vashem, von verschiedenen Universitäten der westlichen Welt und eben auch Forscher aus dem Vatikan, auch aus dem Vatikanarchiv, die ihre Erkenntnisse präsentiert haben. Und man muss sagen, die Stimmung schlägt um. Also selbst Pius-Kritiker wie Professor Wolf von der Universität Münster sind auf einmal sehr viel zahmer geworden. Also wir haben die Bändigung, die Zähmung des Wolfes erlebt, weil sie erlebt haben, weil sie herausgefunden haben, wie bemüht der Vatikan unter Pius XII. Wirklich war, Juden zu helfen. Also es gibt mittlerweile im Internet für jeden auch konsultierbar die Ebrei-Akten aus dem Archiv des Vatikanischen Staatssekretariats mit wirklich Tausenden von Anfragen von Juden und die ersten Fälle, wo dann untersucht wurde, wie es weiterging, weil natürlich die Akten nur die vatikanischen Initiativen, aber nicht das weitere Schicksal der Betroffenen dokumentieren, haben schon gezeigt, wie wirksam geholfen wurde und Überraschung für viele, die behauptet haben, der Vatikan hätte nur Konvertiten, also getauften Juden geholfen. Das stimmt überhaupt nicht. Es sind genauso viele Juden mosaischen Glaubens, denen geholfen wurde. Es ging wirklich nur darum, Menschenleben zu retten. Und das musste sogar ein Professor Wolf eingestehen, der noch vor einigen Jahren sehr viel kritischer, sehr viel negativer über Pius XII. Gesprochen hat. Aber mehr darüber auch im Verlauf des Vortrages. Pius XII. Wurde ja, man muss schon sagen, regelrecht Opfer einer Verleumdungskampagne, beginnend mit Rolf Hochhuth, mit dem Stellvertreter, mit diesem etwas verunglückten Drama in der ursprünglichen Version 8,5 Stunden lang. Das wurde dann von Erwin Piscator, der eigens aus Moskau nach Berlin geschickt wurde, um es bühnenreif zu machen und die Freie Volksbühne zu übernehmen. Dafür wurde es dann auf entsprechende 2 Stunden zusammengeschnitten. Und die Anklage von Rolf Hochhuth war, der Papst hat zum Holocaust geschwiegen, weil er sagte, aus Gleichgültigkeit oder weil er Hitler als Bollwerk gegen Stalin brauchte. Später sind dann andere Autoren wie in Cornwell, Goldhagen und Kühlbein auf den fahrenden Zug aufgesprungen, haben ihm sogar Antisemitismus unterstellt oder auch einfach Unentschlossenheit und Schwäche. Man ging so weit, dass sogar Rolf Hochhuth im Spiegel ihn einen satanischen Feigling nannte, weil er doch immer wieder eine sehr antisemitische Schrift zitiert hätte, nämlich das Neue Testament. Ja, das war die Logik von Rolf Hochhuth. Die Heilige Schrift, in der dokumentiert wird, dass Gott Mensch wurde unter den Juden und die wirklich von Juden handelt, soll auf einmal ein antisemitisches Werk sein. Genauso unterstellte dann Hochhuth, er hätte in einer Geheimrede vor dem Kardinalskollegium von halsstarrigen Volk der Juden und Gottesmördern gesprochen. Wir haben die Rede hier abgedruckt im Originalmanuskript mit seinen handschriftlichen Korrekturen. Kein Wort davon wahr. Aber hat denn Pius XII. Antijudaistische Tendenzen gehabt, wie es auch in der katholischen Kirche in den 20er, 30er bis 40er Jahren noch vorkamen, wie sie sogar bis Nostra Aetate, dem großen Umschwung im Zweiten Vatikanischen Konzil, noch vorkamen? Und die Antwort ist nein. Im Gegenteil, er war einer der Männer, die schon früh eine sehr positive, offene Einstellung dem Judentum gegenüber hatten und damit gewissermaßen Nostra Aetate vorweggenommen haben. Es gab ja auch in den 20er Jahren schon die Bewegung der Amici, die Israel, also von katholischen Geistlichen, die Karfreitagsbitten mit dem
Wort der perfiden Juden. Das Wort perfide ist ja nun, hat einen Bedeutungswandel zum Negativen hingenommen, das also austauschen wollten, verändern wollten und Annäherungen im Dialog mit dem Judentum wollten, und denen stand er eher nahe. Das hat seine Wurzeln in der Kindheit. Ihn haben seine Eltern also bewusst auf eine weltliche Schule geschickt, damit er nicht ganz im schwarzen Biotop einseitig vorprogrammiert wird. Und dort hat er einen jungen Juden kennengelernt, den Guido Mendes, der aus einer alten jüdischen Ärztefamilie stammte, und die Freundschaft war sehr tiefgehend. Der junge Eugenio Pacelli aus dem schwarzen Adel, also dem katholischen, dem Heiligen Stuhl verbundenen römischen Adel entstammend, wurde also zu Pessachfeiern eingeladen, zu Schabbatfeiern eingeladen, hat sich Bücher ausgeliehen von der Bibliothek vom Vater Mendes, wollte Hebräisch lernen und war also sehr freundschaftlich mit diesem jungen Juden verbunden, hat sein Leben lang auch Kontakt mit ihm gehalten und hat dann, als der Mussolini die Rassengesetze in Italien eingeführt hat, der Familie auch die Flucht über die Schweiz nach Palästina ermöglicht und hatte ihn auch später als Papst mehrfach in Audienz empfangen. Nun könnte man sagen, gut, das war ein Einzelfall, aber nein, es gibt auch über die gesamte Karriere hinweg einen roten Faden, nämlich den, dass Eugenio Pacelli ein Mann war, der dem Judentum gegenüber, den Juden gegenüber sehr, sehr freundlich und offen eingestellt war. Hat also, nachdem er die Schule abgeschlossen hat und wirklich seine Begabung erkannt wurde, Karriere gemacht an der Vatikanischen Diplomatenakademie, ist dann ins Staatssekretariat aufgenommen wurde, hat dort die übliche Karriere gemacht, war dann unter Benedikt dem 15. Unterstaatssekretär des päpstlichen Außenministeriums, also der Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten. Und da hat der Zionistenführer Nahum Sokolow Rom besucht, um für den Plan eines Judenstaates in Palästina zu werben. Im Ersten Weltkrieg war ja die Balfour-Erklärung, Balfour Declaration der Engländer auch unterzeichnet worden, der Plan, dass eben in dem von den Türken befreiten Palästina, war ja ursprünglich Osmanisches Reich, ein britisches Mandat eröffnet würde und in dem britischen Mandatsgebiet eben Juden irgendwann einen Staat errichten dürfen. Die große Vision des Judenstaates von Theodor Herzl, der eine sehr unschöne Begegnung gehabt hat mit Pius X., muss man offen sagen. Der wurde nämlich praktisch rausgeworfen. Und ganz anders war es mit Nahum Sokolow. Nahum Sokolow wurde also vom Kardinalstaatssekretär Gaspari zu Pacelli geschickt, und der sagte, warum wollen Sie Ihr Anliegen nicht dem Heiligen Vater vortragen? Und Sokolow hatte noch in Erinnerung, was mit Herzl und Pius X. Geschah, und sagte, geht das denn? Und ich bin doch Jude. Ja, ja, kein Problem, arrangiere ich. Und die Begegnung war so freundschaftlich, dass also Sokolow nachher einen Brief schrieb an den zionistischen Rat, ans Zentralkomitee der zionistischen Bewegung in London, dass er völlig überrascht war, mit wie viel Freundschaft und Offenheit er empfangen wurde. Und der Papst endete mit den Worten, ich denke, die Vorsehung hat sie hier hingeschickt, und ich glaube, dass wir gute Nachbarn sein werden. Und hier ist der Brief abgedruckt, den Sokolow dann an das Zentralexekutivkomitee des Zionistischen Weltkongresses geschickt hat nach dem Treffen. Wie sehr gerade Pacelli ihn beeindruckte, sieht man daran, dass 8 Jahre später, als es dann etwas akuter wurde mit der Balfour-Erklärung und auch ein neuer Papst war, Benedikt XV. Verstorben war, Pius XI. Der neue Papst war, und er also beim neuen Papst auch überlegen wollte, ob er dort einen Vorstoß wagt, und da war Pacelli nicht mehr im Vatikan. Pacelli wurde von Benedikt XV. Im Mai 1917 zum Bischof geweiht und als Nuntius nach München geschickt, um den päpstlichen Friedensplan
für ein Ende des Ersten Weltkrieges Kaiser Wilhelm vorzulegen. Leider nicht mit Erfolg. Die deutschen Generäle glaubten an den deutschen Sieg und hatten dem Kaiser dringend davon abgeraten, aber auf jeden Fall war er von da an Nuntius erst in München und ab 1925, als die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl auch mit der Weimarer Republik, mit dem gesamten Deutschland begonnen wurden, vorher nur mit dem Königreich Bayern, war er in Berlin Nuntius. Und ist also gerade umgezogen und er war immer etwas gesundheitlich labil, gerade der Magen machte ihm Schwierigkeiten und er war dann mit einer Magen-OP in der Charité in Berlin im Krankenhaus und als der Sokolow die Nunziatur kontaktierte, sagte man, geht nicht, also seine Exzellenz, der Nuntius, ist gerade im Krankenhaus. Die Ärzte sagen, er darf niemanden empfangen. Und Sokolow sagte, sagen Sie bitte, Nahum Sokolow wird ihn gerne treffen, er weiß schon, wer ich bin. Und dann kam sofort der Anruf, ja, der Nuntius empfängt Sie, aber die Ärzte erlauben nur eine Viertelstunde. Und dann ging Nahum Sokolow, begleitet von Arthur Blumenthal, dem deutschen Zionisten, der das auch in seiner Autobiografie schreibt, gelebte Judenfrage, ging in die Charité und die Ärzte kamen ihnen entgegen und sagten, ja, ja, aber bitte nur eine Viertelstunde. Und 1,5 Stunden später kam Nahum Sokolow raus. Über beide Backen strahlend und war ein wunderbares Gespräch offenbar. Und wir haben, das habe ich entdeckt im Vatikanarchiv, noch den Brief, ein Empfehlungsschreiben für den neuen Kardinalstaatssekretär, ein Empfehlungsschreiben auch für den neuen Papst, für Rom, das noch aus dem Krankenhaus heraus Pacelli diktierte. Also da sieht man, wie hoch er den Sokolow eingeschätzt hat mit den Worten, er ist ein guter Mann, er ist ein Freund der katholischen Kirche, bitte behandelt ihn gut in Rom und öffnet ihm alle Türen. Und das war auch wieder kein Einzelfall. Er wurde auch aktiv als, ich habe schon erwähnt, dass Palästina unter osmanischer Herrschaft war und von den Briten dann im Ersten Weltkrieg eben befreit wurde mit Hilfe der Araber des arabischen Aufstandes. Aber als die Türken dort noch herrschten, haben sie etwas Ähnliches geplant wie den Völkermord in den Armeniern, nämlich eine ethnische Säuberung. Die wollten alle jüdischen Siedler, die sie der Kollaboration mit den Briten verdächtigten, nach Syrien deportieren in die, man muss schon sagen, Todeslager im Norden von Syrien, Raqqa und so weiter. Und da hat Pacelli interveniert über die deutsche Reichsregierung und hat es geschafft, dass die Druck ausüben auf die Türken. Und der türkische Kommandant, der verantwortlich war für die geplante Deportation der jüdischen Siedler in die syrische Wüste, Cemal Pascha, und es gab schon Todesopfer, es gab auch Juden, die sich geweigert haben, ihre Häuser zu verlassen, die dann gehängt wurden, wir sehen hier die Bilder, der wurde abkommandiert und General von Falkenhayn wurde der neue Kommandant der türkisch-deutschen, man kämpfte ja Seite an Seite, Truppen im Heiligen Land. Und General von Falkenhayn war ein anständiger Kerl, der auch mit seinen Offizieren gute Kontakte mit den jüdischen Siedlern unterhielt und alles lief sehr zivilisiert ab. Und als dann General Allenby mit den britischen Truppen im Anmarsch war, hat General von Falkenhayn Jerusalem freiwillig geräumt, weil er wollte kein Blut vergießen an den heiligen Städten. Muss man auch mal sagen. Es gab auch anständige deutsche Generäle. Und nach dem Krieg wieder Pacelli pro-jüdisch, pro-zionistisch, hat, während es im Vatikan durchaus kritische Stimmen gab über die zionistische Bewegung und die Balfour-Deklaration, hat er die Pro-Palästina-Stiftung unterstützt. Heute ist der Begriff etwas missverständlich. Heute denkt man, Palästina sind arabische Muslime. Damals war Palästina ein Begriff für die jüdischen Siedler und die erste jüdische Tageszeitung im Heiligen Land in englischer Sprache war die Palestine Post, die dann umbenannt wurde später in Jerusalem Post. Die gibt es heute noch. Und eine der besten Zeitungen in Israel, gerade auch für internationale Leser, die kein Hebräisch können.
Und da gehörten Männer wie Albert Einstein, Thomas Mann, auch Konrad Adenauer, der Pacelli-Freund Prälat Ludwig Kahrs und andere gehörten diesem Pro-Palästina an und unterstützten die Position der zionistischen Siedler, muss man sagen. Und nun kommen wir, weil wir chronologisch hier vorgehen, zu der interessanten Episode des Briefes von Edith Stein. Wir reden nämlich hier gerade noch von der Weimarer Republik und nun kommen wir zur Machtergreifung 1933 und nach der Machtergreifung gab es am 1. April 1933 ein Pogrom, muss man so sagen, wirklich ein brutales Vorgehen gegen jüdische Geschäfte, vor allen Dingen im Deutschen Reich. Und die Edith Stein hat da geradezu prophetisch gesehen, was nun in den kommenden 12 Jahren in Deutschland geschehen würde und hat den Brief, die Kopien liegen bei Ihnen auf den Stühlen, hat einen Brief an den damaligen Papst geschrieben mit Worten, ich möchte diese Worte auch vorlesen, die, wie gesagt, aus der Perspektive, wann es geschrieben wurde, ich komme gleich auf die Detailfragen, aber erstmal hören wir uns den Brief an, von sehr, sehr großer Klarsicht zeugen. Seit Wochen warten und hoffen nicht nur die Juden, sondern tausende treuer Katholiken in Deutschland und ich denke in der ganzen Welt darauf, dass die Kirche Christi ihre Stimme erhebe, um diesen Missbrauch des Namens Christi Einhalt zu tun. Hitler hat sich ja auf das sogenannte positive Christentum berufen. Das war ein Christentum ohne Kirche, mit einem arischen Jesus. Er hat ja behauptet, Jesus wäre Arier, wäre ein Sohn von einem germanischen Legionär, der in Galiläa stationiert wurde. Im Übrigen, die Galiläer wären ohnehin alle Gallier. Also ein derartigen Humbug, der von irgendwelchen esoterischen Kreisen im 19. Jahrhundert schon verbreitet wurde. In meinem Buch Hitlers Religion stehen die ganzen Hintergründe dazu, hat Hitler dann ja auch geglaubt und verbreitet. Ist nicht diese Vergötzung der Rasse und der Staatsgewalt, die täglich durch Rundfunk den Massen eingehämmert wird, eine offene Häresie? Ist nicht der Vernichtungskampf gegen das jüdische Blut eine Schmähung der allerheiligsten Menschheit unseres Erlösers, der allerseligsten Jungfrau und der Apostel? Wir alle, die wir treue Kinder der Kirche sind und die Verhältnisse in Deutschland mit offenen Augen betrachten, fürchten das Schlimmste für das Ansehen der Kirche, wenn das Schweigen noch länger anhält. Wir sind auch der Überzeugung, dass dieses Schweigen nicht imstande sein wird, auf die Dauer den Frieden mit der gegenwärtigen deutschen Regierung zu erkaufen. Der Kampf gegen den Katholizismus wird vorläufig noch in der Stille und in weniger brutalen Formen geführt wie gegen das Judentum, aber nicht weniger systematisch. Wann entstand dieser Brief, der, wie gesagt, seit war es 2003 freigegeben wurde, gefunden wurde von italienischen Historikern im Vatikanarchiv und seitdem immer wieder eingesehen werden kann. Ich habe ihn auch, wir kommen gleich noch zu den anderen Dokumenten, die im Kontext waren, auch in den Händen gehalten. Sie selber in ihren Erinnerungen schreibt, dass sie am Donnerstag der Passionswoche nach Beuron fuhr. Dort hat sie seit 1928 in jedem Jahr die Karwoche und Ostern mitgefeiert. Und sie schreibt dann auch, ein besonderes Anliegen führte mich dorthin. Ich hatte in den letzten Wochen immerfort überlegt, ob ich nicht in der Judenfrage etwas tun könnte. Dann hatte ich den Plan gefasst, nach Rom zu fahren, den Heiligen Vater um eine Enzyklika zu bitten. Ich wollte aber einen solchen Schritt nicht eigenmächtig tun, seit ich in Beuron eine Art klösterliche Heimat gewonnen hatte, durfte ich in Erzstab Raphael Walzer, meinen Abt sehen und ihm alle Fragen von Belang zur Entscheidung vorlegen. Edith Stein kam dann, wie man aus ihrem Brief noch sehen kann, am 7. April in Beuron an und fuhr am 18. April wieder ab. Sie fährt mit ihren Erinnerungen fort. Meine Erkundigungen in Rom ergaben, dass ich wegen des großen Andrangs, das war das heilige Jahr der Erlösung, keine Aussicht auf eine Privataudienz hatte, so verzichtete ich auf die Reise und trug mein Anliegen schriftlich vor. Ich weiß, dass mein Brief dem Heiligen Vater, Pius XI., versiegelt übergeben worden ist. Ich habe auch einige Zeit danach seinen Segen für mich und meine Angehörigen erhalten. Etwas anderes ist nicht erfolgt. Ich habe aber später oft gedacht, ob Ihnen nicht dieser Brief in den Sinn kommen mochte.
hat sich nämlich in den folgenden Jahren Schritt für Schritt erfüllt, was ich damals für die Zukunft der Katholiken in Deutschland voraussagte. Also danach wurde dieser Brief eben zwischen dem 7. und dem 18. April geschrieben und kurz zuvor war etwas geschehen, was sie nicht ahnen konnte, denn nach den schrecklichen Pogromen in Deutschland hat der Vatikan sehr wohl die Augen geöffnet und wollte protestieren. Am 4. April 1933, der 1. April war ein Samstag, am 4. April 1933 schrieb Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli an den neuen Nuntius in Berlin, Cesare Orsenigo, ging parallel noch ein Brief an den Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz, wie man damals sagte, also heute sagt man Deutsche Bischofskonferenz. Das war Kardinal von Faulhaber aus München. Es wurde immer zwischen München, Breslau und Köln abgewechselt, ob gegen die Gefahr antisemitischer Exzesse in Deutschland eine Intervention erfolgreich sein könnte. Also der Kardinalstaatssekretär war mittlerweile, Kardinalstaatssekretär ist 29 von Pius XI. Abberufen worden als Nuntius in Deutschland, wurde Kardinalstaatssekretär. Und als Kardinalstaatssekretär, also als Bundeskanzler kann man in etwa sagen, im Vatikan, hat er angefragt, ob es Sinn hätte, zu intervenieren gegen die Gefahr antisemitischer Exzesse in Deutschland, ob ein Protest sinnvoll wäre. Die Antworten trafen bald darauf ein. Am 9.4. schrieb der Nuntius, am 10.4. Kardinal von Faulhaber. Der antisemitische Kampf hat seit gestern quasi regierungsamtlichen Charakter, schreibt der Nuntius Orsenigo, eine Intervention käme einem Protest gegen ein deutsches Staatsgesetz gleich. Von Faulhaber schreibt, es ist nicht möglich für die Juden einzutreten derzeit, weil der Kampf gegen die Juden zugleich ein Kampf gegen die Katholiken werden würde. Daraufhin, nachdem klar war, weder der Nuntius noch die deutschen Bischöfe würden im Vatikan irgendeine Rückendeckung geben, im Gegenteil raten dringend davon ab. Darum wurde die Idee eines Protestes erstmal auf Eis gelegt, bis dann, wir kommen später noch drauf, 1937 dann beschlossen wurde, was dann auch beschlossen wurde, doch zu protestieren. Aber da kommen wir noch drauf. Nun ist die Frage, wie ging man mit dem Edith Stein-Brief um? Wann kam der Edith Stein-Brief überhaupt an und so weiter und so fort. Wann wurde der Brief also erfasst? Wir haben vorhin gesagt, zwischen dem 7. und dem 18., aber man kann es noch genauer sagen, weil im Vatikanarchiv haben wir den Begleitbrief, den der Abt schrieb, mit dem der Brief von Edith Stein also nach Rom geschickt wurde, und der ist auf den 12. April datiert. Also muss sie irgendwann am 10. oder 11. April diesen Brief geschrieben haben. Und wann gelangte er nach Rom? Das ist die andere Frage. Die Beuroner Chronik der Benediktiner verzeichnet zwar für den 25. bis 28. April einen Besuch des Abtes in Rom und den Papst über eine Klostergründung in Japan zu informieren. Und die Chronik berichtet weiter, dass der Erzabt persönliche Briefe vom Papst mitbrachte, und wer behauptet, auch Edith Steins Brief wäre bei dieser Gelegenheit dem Heiligen Vater versiegelt übergeben worden, aber das stimmt nicht. Das ist falsch. Denn schon 5 Tage bevor der Abt in Rom ankam, wurde das Antwortschreiben verfasst. Ja? Ein Antwortschreiben verfasst man ja, nachdem man den Brief bekommen hat, von Pacelli auf Deutsch. Also am 12. wurde der Begleitbrief geschrieben, und offenbar wurde er mit der Post geschickt. Und am 20., die Post war damals schon langsam, aber am 20. kam die Antwort aus dem Vatikan: Mit besonderem Dank bestätige ich Euer Gnaden den Eingang des gütigen Schreibens vom 12. dieses Monats, dem angefügten Beilage. Ich stelle anheim, die Einsenderin, gemeint war Edith Stein, in geeigneter Weise wissen zu lassen, dass ihre Zuschrift pflichtgemäß seiner Heiligkeit vorgelegt worden ist.
Mit ihnen bete ich zu Gott, dass er in diesen schwierigen Zeiten seine heilige Kirche in seinen besonderen Schutz nehme und allen Kindern der Kirche die Gnade des Starkmuts und großherziger Gesinnung verleihe, welche die Voraussetzung des endlichen Sieges sind, mit dem Ausdruck besonderer Wertschätzung und mit meinen innigen Wünschen für die ganze Erzabtei, euer Gnaden ganz ergebener Eugenio Pacelli. Also die Antwort kam auch mit der Post. Und nun muss man eines bedenken, wenn man enttäuscht ist von der Antwort. Punkt A, Edith Stein hatte bewusst keine Adresse angegeben an ihrem Brief. Moment, den Brief haben wir hier. Und sie hat auch Wert darauf gelegt, dass über den Abt der Brief nach Rom geht, um mögliche Repressalien zu vermeiden. Und damals gab es eine Zensur in Deutschland. Und ein Brief aus dem Vatikan wäre natürlich von den Nazis geöffnet worden und jeder konkretere Hinweis wäre sofort propagandistisch ausgeschlachtet worden und hätte dazu geführt, dass möglicherweise auch gegen Edith Stein damals schon Maßnahmen des Regimes ergriffen worden wären, bis hin zur möglichen KZ-Haft. Und darum muss man sagen, hat Pacelli bewusst vorsichtig geantwortet, weil es ein Brief war, der mit der Post verschickt wurde, von Rom nach Beuren. Was man dann später, 5 Tage später, bei dem Besuch in Rom unter 4 Augen besprochen hat, wissen wir nicht. Dass dann vielleicht nochmal davon die Rede war und dann vielleicht in der Tat persönliche Grüße und Segenswünsche übermittelt wurden, ist ja sehr gut möglich. Aber wen dieser Antwortbrief enttäuscht, der soll bitte bedenken, wie gefährlich im Angesicht der damaligen Zensur der Post jedes konkretere Schreiben gewesen wäre. Wie sehr gerade Eugenio Pacelli mit den Juden gefiebert hat, gefühlt hat, sehen wir daran, wie die jüdische Gemeinschaft reagierte, als er dann 1939 zum Papst gewählt wurde. Das wurde nämlich einschlägig in jüdischen Zeitungen bejubelt. Zum Beispiel der Jewish Veteran sagt, seine Wahl stieß bei Juden auf große Zustimmung. Er ist als treuer Freund der Juden bekannt. Er protestierte lautstark gegen die Verfolgung der Juden in Deutschland und Italien. Ja, das tat er in verschiedenen Predigten, unter anderem in Lourdes, in Paris und in Budapest. Sie finden die Texte in meinen einschlägigen Büchern. Er bot jüdischen Besuchern im Vatikan koschere Speisen an, auch keine Selbstverständlichkeit, dieser Respekt vor den jüdischen Speisevorschriften, und antisemitische Faschisten versuchten alles, um seine Wahl zu verhindern. Und noch mitten im Krieg, und man muss sagen, auch mitten im Holocaust, mitten in der Shoah, erklärte er bei einer Audienz wörtlich einem jungen Juden gegenüber, sei stolz darauf, ein Jude zu sein. Dieses Zitat entnehmen wir erstmals der Palestine Post, von der ich eben schon gesprochen habe, also der jüdischen englischsprachigen der Tageszeitung im britischen Mandatsgebiet Palästina, wo er also berichtet, dass er eine Papstaudienz in Rom hatte. Ich will die Hintergrundgeschichte kurz anreißen. Da haben also 500 Juden zusammengelegt und haben ein Donaudampfschiff geschartert und wollten mit dem Donaudampfschiff nach Palästina. Und das klappte auch wunderbar die ganze Donau entlang, durch Schwarze Meer, durch den Bosporus, und dann kam in der Ägäis ein Sturm und wir erlebten Schiffbruch in der Nähe von Rhodos. Und damals war Rhodos gerade von den Italienern erobert worden, Gott sei Dank noch von den Italienern. Die Deutschen kamen erst etwas später, rückten später nach, und die Italiener haben die dann geborgen, die Schiffbrüchigen, haben alle überlebt.
und haben sie in ein Flüchtlingslager auf Rhodos gebracht. Und in dem Flüchtlingslager waren sie eigentlich nicht schlecht aufgehoben, nur sie hörten Berichte, dass Stück für Stück die Deutschen in Griechenland die Kontrolle übernehmen. Und dann war einer von denen, der Heinz Wissler, der hatte wohlhabende Verwandte, auch in den USA, und der hat sich dann Geld schicken lassen und flog dann, daran sieht man, es war also ein Flüchtlingslager, er konnte also frei den nächsten Flieger besteigen, flog dann nach Rom und wollte in Rom bei der italienischen Regierung erstmal für diese 500 Flüchtlinge, dass die weiter dürfen nach Palästina, ein gutes Wort einlegen. Und natürlich stieß er bei der italienischen Regierung auf taube Ohren, also gab man ihm einen Tipp, probier's mal beim Vatikan. Und am Ende hat dann also auch eine Denkschrift eingereicht im Staatssekretariat, aber man sagte, trifft doch den Heiligen Vater. Okay, gut. Damals wurden Audienzen nicht als Generalaudienzen gegeben, sondern nach Sprachen. Es gab eine Audienz für die deutschen Pilger, für die französischen Pilger, für die englischsprachigen Pilger und, in den verschiedenen Sälen des Apostolischen Palastes. Und er wurde dann einer deutschen Audienz, weil fragt welche Sprache, Deutsch, okay, einer deutschen Audienz zugeordnet. Und als er reinkam, bekam er einen Schock, da waren lauter deutsche Wehrmachtssoldaten in Wehrmachtsuniform. Okay, also, als er dann an der Reihe war, als es hieß, wer ein besonderes Anliegen hat, kann vortreten, trat er vor und sprach in grottenschlechten Italienisch den Heiligen Vater an. Und der Heilige Vater sagte, mein Junge, ich war doch viele Jahre in Deutschland, ich kann doch Deutsch, sprich doch zu mir in unserer deutschen Sprache oder in der deutschen Sprache. Und er sagt, du bist doch Deutscher. Und er sagt, ich bin kein Deutscher, ich bin Jude und ich bin auf der Flucht. Und da kam eben diese Formulierung, du bist ein junger Jude, ich weiß, was das bedeutet und ich hoffe, du bist immer stolz darauf, dass du ein Jude bist. Und dann hörte er das Anliegen und sagte, ich kümmere mich drum. Und in der Tat hat er sich darum gekümmert. Ein paar Tage später wurden die alle in ein Flüchtlingslager im Süden von Italien gebracht. Die Briten haben ja alle keine Einreise erlaubt nach Palästina, aber dort haben die wunderbar alle in Faramonte wunderbar alle überlebt. Das war auch wirklich ein Flüchtlingslager, wo der Kommandant mit den Kindern Gelato essen ging, wo die Theateraufführungen hatten, wo ein Franziskaner sich um die kümmerte, wo der Nunzio ständig vorbeikam mit Geschenken zu Pessach und anderen Festen, wo die Flüchtlinge den Bauern helfen durften, sich Geld verdienen durften als Landarbeiter und so weiter und so fort. Also kein KZ, sondern ein Flüchtlingslager. Und er selber konnte sogar über Portugal nach Palästina ausreisen, weil er eben seine Kontakte hatte. Und dort hat er dann eben die Sache veröffentlicht. Und es endete mit den Worten, mein jüdischer Freund, geh mit dem Schutz des Herrn, aber denk daran, sei immer stolz darauf, dass du ein Jude bist. Ein paar Wochen später hat Goebbels davon erfahren und hat alle Papstaudienzen für deutsche Soldaten untersagt. Weil die haben das natürlich mitgehört. Und der eine oder andere hat berichtet. Also so viel zur Einstellung von Pius XII. Den Juden gegenüber und der Gewissheit, dass er ein offenes Ohr hatte und dass er schon vor dem Brief von Edith Stein reagieren wollte, aber dringend ihm geraten wurde von Nuntius und vom Chef der Deutschen Bischofskonferenz, der Fulda, nicht, weil das könnte unabsehbare Folgen für die katholische Kirche in Deutschland haben und damit wäre keinem geholfen. Nun gibt es immer noch die Frage, ob er denn nicht vielleicht doch in Hitler das kleinere Übel sah im Vergleich mit dem Kommunismus. Und dann gibt es Bücher, die sagen, die nennen ihn sogar Hitlers Papst. Und hier sieht man schon, wie die Bücher manipulieren. Da bekommt also der amerikanische Leser den Eindruck, er würde dann also hier praktisch von der Hitler-Audienz kommen, ne? Mann mit schwarzer Uniform muss doch SS sein und Wehrmacht und wie auch immer. Da war ja noch Nuntius, da kam er vom Geburtstagsempfang für den Präsidenten der Demokratischen Weimarer Republik, nämlich Hindenburg. Und der Mann in der schwarzen Uniform ist natürlich ein Chauffeur. Wie Pius XII., wie Eugenio Pacelli von Anfang an über Hitler dachte, darüber haben wir eine Reihe von Dokumenten im Vatikanarchiv. Das älteste Dokument stammt aus der Zeit nach dem Hitlerputsch 1923, am 9. November, als Hitler also den Marsch nach Berlin plante und zum Glück aufgehalten wurde von der bayerischen Polizei.
Und da schickte er schon ein Memorandum an den Kardinalstaatssekretär über den antikatholischen Charakter des Nazi-Aufstandes. Dieser Charakter hat sich besonders in den regelmäßigen Hetzereien gegen den katholischen Klerus gezeigt, mit dem die Anhänger von Hitler und Ludendorff den Größen unter den Straßenrednern die Bevölkerung aufwiegelten und die Geistlichen Beleidigungen und Spott aussetzten. Insbesondere den gelehrten, gewissenhaften Kardinal-Erzbischof, gemeint war Faulhaber, der in einer Predigt im Dom die Verfolgung der Juden anprangerte. Also eine klare Front, Hitler, antisemitisch genau wie antikatholisch, und die katholische Kirche stellt sich auf die Seiten der Juden. Und in weiteren Berichten immer wieder der gleiche Tenor, da sind nämlich Hitler und Ludendorff, die Größen unter den Straßenrednern, vor Gericht gestellt worden. Hitler wurde dann zur Festungshaft verurteilt, wo er dann leider Mein Kampf schrieb. Auch wieder in den Berichten die fanatisch antikatholische Nazi-Partei, schreibt Pacelli, eine vulgäre und gewalttätige Kampagne gegen den Heiligen Stuhl. Da nennt er den Nationalsozialismus die gefährlichste Irrlehre, Häresie unserer Zeit. Sie können das hier in der filigranen Handschrift von Eugenio Pacelli nachlesen. Piro pericolosa heresia di tempi nostri, also die gefährlichste Häresie unserer Zeit, weil der Narzissmus Staat und Rasse über alles stellt, über echte Religion, über Wahrheit und Gerechtigkeit. Und es wurde dann, er selber wurde dann von seiner Haushälterin, Schwester Pascalina, gefragt, ob nicht irgendwo was Gutes an Hitler sein könnte. Und er sagte, nein, dieser Mann ist von sich besessen, alles, was ihm nicht dient, verwirft er. Dieser Mann geht über Leichen und tritt nieder, was ihm im Weg ist. Das hat man natürlich nicht geglaubt, da hat man gesagt, ja, die hat das Buch in den 70er Jahren geschrieben und das war dann Apologetik. Aber nein, wir haben ein Dokument, wo er mit einem amerikanischen Diplomaten genauso sprach. Übrigens dem amerikanischen Generalkonsul in Köln. Und der hat Rom besucht, wollte die Sixtinische Kapelle, es war gerade geschlossen, und dachte, ich kenne doch den Pacelli, der war früher an der amerikanischen Botschaft in Berlin, als Pacelli Nuntius war, der ist doch nun Kardinalstaatssekretär, der kann mir doch bestimmt die Sixtinische Kapelle öffnen. Kardinalstaatssekretär sagte, kein Problem, Klienfurt war der Name, Klienforth war der Name von dem Konsul, kein Problem, soll raufkommen ins Büro. Und dann sagt er, klar können Sie in die Sixtinische Kapelle, aber reden wir erstmal über Deutschland. Das Gespräch dauerte 3 Stunden, er kam nicht mehr in die Sixtinische Kapelle, aber schrieb danach einen Bericht nach Washington. Seine Ansichten haben mich überrascht, wie extrem sie waren. Er sagte, dass er ohne Wenn und Aber jeden Kompromiss mit dem Nationalsozialismus ablehnt. Er betrachtet Hitler nicht nur als nicht vertrauenswürdigen Schurken, sondern als durch und durch böse, schlechte Person, nicht fähig zur Mäßigung. Also sehr klare Worte. Nun können Sie natürlich die berechtigte Frage stellen, warum hat er denn ein Konkordat mit Hitler unterschrieben? Das hat er ja. Aber das Konkordat war ein Versuch, die katholische Kirche im Hitler-Deutschland zu retten. Weil ihm klar war, wenn es keine rechtliche Grundlage für Proteste gibt, dann gute Nacht. Dann kann die katholische Kirche in Deutschland einpacken, weil dann Hitler offen gegen sie kämpfen wird. Und so hat er gesagt, die Machtergreifung Hitlers war für ihn verhängnisvoller als ein Sieg der Kommunisten gewesen wäre. Der Papst hat die Order gegeben, Pius XI., er würde sogar mit dem Teufel einen Pakt schließen, wenn er Seelen retten konnte. Im Osservatore Romano stand klipp und klar, der Heilige Stuhl verhandelt mit den Staaten, um die Freiheit und Rechte der Kirche zu sichern, ohne sie zu bewerten. Und insofern, man hat auch mit der Sowjetunion verhandelt, insofern dem britischen Gesandten Yvonne Kirkpatrick hat er erklärt, ihm wäre so die Pistole auf die Brust gesetzt worden. Er hatte zu wählen gehabt zwischen einer Vereinbarung auf der Grundlage der Bedingungen der anderen Seite und der Auslöschung der katholischen Kirche in Deutschland. Und wenn
man kein Konkordat gehabt hätte, hätte man keine juristische Grundlage für Proteste gehabt. Und in der Tat sind in den Jahren von 33 bis 39 über 55, so viele habe ich im Vatikanarchiv gefunden, offizielle Protestnoten von Rom nach Berlin geschickt worden, einige davon bis 42 Seiten lang, wo Stück für Stück die Verstöße gegen das Konkordat aufgezählt wurden. Und dann, irgendwann war es dem Vatikan auch zu viel, und dann hat Pacelli die Initiative ergriffen, dem Rat von Edith Stein folgend, muss man sagen, sie hat ja schon 33 gesagt, eine Enzyklika wäre doch notwendig und hilfreich. Man hat natürlich erstmal geschaut, wie sich alles entwickelt. Und dann im Winter 36, 37, ich glaube es war Januar 37, hat er von Faulhaber, von Galen und von Preysing, also die drei am stärksten gegen Hitler eingestellten deutschen Bischöfe, nach Rom eingeladen, hat sich mit denen an einen Tisch gesetzt und hat gesagt, meine Herren, nun schreiben wir mal eine Enzyklika für den Heiligen Vater. Kleiner Hinweis in Klammern, die meisten Papsttexte sind nicht vom Heiligen Vater geschrieben. Benedikt war eine Ausnahme. Der hat sehr gerne geschrieben und sehr gut geschrieben, aber zum Beispiel Papst Franziskus hat nun am Sonntag seinen Ghostwriter sogar der Öffentlichkeit präsentiert, weil er diese schwere Lungenentzündung hatte, hat gesagt, das ist Pater so und so, der schreibt mir die Reden, das macht auch gut, wir denken eh dasselbe, nun wird er den Text vorlesen. Und genauso war es natürlich damals auch, die Enzykliken, da wurden Entwürfe in Auftrag gegeben und wenn der Heilige Vater die in Ordnung fand, wurden die veröffentlicht. Den Großteil des Textes hat Faulhaber geschrieben. Und wir haben im Vatikanarchiv, also ich habe 7 verschiedene Versionen gezählt, vielleicht waren es noch mehr, aber ich habe 7 in den Händen gehabt, wo immer wieder mit der kleinen, sauberen Handschrift von Eugenio Pacelli, ich unter 100 Handschriften oder 1000 Handschriften herauserkennen würde, ich hätte mich beinahe beworben bei Wetten, das am Samstag, die Verschärfungen im Text vorgenommen wurden. Also der ursprüngliche Titel war mit großer Sorge, er sagte nein, 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 zu schwach, mit brennender Sorge. Und immer wieder hat er in seinen Korrekturen Verschärfungen im Text vorgenommen. Und da war auch der schöne, berühmte Satz, wer die Rasse oder das Volk aus ihren irdischen Wertskala herauslöst, die zur höchsten Norm aller, auch der religiösen Werte macht und sie mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt und fälscht die Gott geschaffene und von Gott befohlene Ordnung der Dinge. Nur oberflächliche Geister können den Wahnversuch unternehmen, Gott in die Grenzen eines einzelnen Volkes, in die blutmäßige Enge einer einzelnen Rasse einkerkern zu wollen. Ich denke, das waren sehr klare Worte. Parallel oder etwas später, nämlich bevor Hitler Rom besuchte, wo der Papst und Pacelli nach Castel Gandolfo gingen mit der offiziellen Begründung, die Luft sei in Rom zu verpestet. Wo man die Vatikanischen Museen geschlossen hat für eine Woche, weil es war berühmt, Adolf Hitler war ein Kunstliebhaber, der ging in alle Museen rein, überlegte, wo er dann was klauen kann künftig, wenn er irgendwo einmarschiert, aber er ging in Museen gerne rein, man hat die Vatikanischen Museen geschlossen. Und der Papst hat oben, Pius XI., Brautpaare empfangen und hat gesagt, also unten in Rom, da weht ein Kreuz, das nicht mehr das Kreuz Christi ist. Also ein klarer Protest und es ging die Anweisung an die katholischen Universitäten und Seminare, die unverschämten Verleumdungen und gefährlichen Doktrinen, die den Verstand verderben und die wahre Religion entwurzeln, zu bekämpfen. Also sehr klare Worte. Gemeint war die Behauptung, die Kraft der Rasse und die Reinheit des Blutes müssen geschützt und erhalten werden. Aus dem Blut werden alle geistigen, moralischen Eigenschaften der Menschen entspringen. Das Hauptziel der Erziehung ist die Liebe zur eigenen Rasse. Die Religion muss dem Rassengesetz untergeordnet werden. Also die Grundlagen der nationalsozialistischen Rassenideologie werden hier als unverschämte Verleumdungen und gefährliche Doktrinen, die den Verstand verderben, dargestellt und sollen von den katholischen Universitäten bekämpft werden. Und als dann doch die Kristallnacht kam,
hat Pius XI. In einer Ansprache auf einer Audienz gesagt, spirituell sind wir alle Semiten. Und als Mussolini dann die Rassegesetze einführen wollten, hat der Vatikan in diesem Telegramm, was wir hier vorliegen haben, auch gesagt, also der Zorn des Papstes ist groß und wird eine Krise hervorrufen. Der Vatikan hat schon vorher, wenn wir der New York Times glauben, der Osservatore Romano hat klipp und klar gesagt, wo Judentum Leiden, Schmerz und Verfolgung bedeutet, wird es keinen besseren Verteidiger finden als die katholische Kirche. Und es wurde dann auch gehandelt. Es wurde nicht protestiert nach der Kristallnacht, es wurde gehandelt. In welcher Form? Punkt A ging am 30. November, also 3 Wochen danach, ein Schreiben von Kardinalstaatssekretär Pacelli an alle Nunziaturen, also alle Botschaften der katholischen Welt, Anstellungsmöglichkeiten für jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Italien an Hochschulen und anderen Institutionen zu recherchieren. Und am 9. Januar, also genau 2 Monate nach der Pogromnacht, wurden alle Erzbischöfe, wir haben hier den Verteiler der potenzieller Einwanderungsländer angeschrieben und darum gebeten, 200.000 Visa für jüdische Flüchtlinge zu besorgen. Damals lebten in Deutschland etwa 230.000 Juden, also auf gut Deutsch, der Vatikan wollte praktisch alle, Eugenio Pacelli, Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, wollte praktisch alle Juden aus Deutschland evakuieren. Nur scheiterte an einem, die Staaten waren nicht bereit. Die Staaten waren nicht bereit, die Flüchtlingsquoten zu erhöhen. Und Brasilien etwa bewilligte dann in einer großen PR-Aktion 3.000 Visa, aber nur für nicht-arische Katholiken, also Konvertiten. Und von denen wurden nur 1.000 ausgestellt. Und Argentinien bewilligte 1.000 Visa, Chile 600. Das war natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Da Juden bis 1941 aus Deutschland zwar ausreisen, aber keinen Besitz und kein Bargeld mitnehmen konnten, hat der Vatikan dann die Transitvisa für Spanien und Portugal und die Überfahrten nach Nord- oder Südamerika finanziert, hat Schiffe geschartert, hat Geld zur Verfügung gestellt. Und das ist nun in den Ebrei-Dokumenten aus dem Archiv des Vatikanischen Staatssekretariats ist die Einzelbehandlung dieser Fälle dokumentiert von wirklich Tausenden von Fällen, wo man sagen kann, es wurde ein ganzes Kabinett abbestellt, um sich darum zu kümmern, um Juden zu retten. Der Archivar des Vatikanischen Staatssekretariats, Dr. Johann Itz, ein guter Freund von mir, hat nun gerade ein Buch herausgegeben, das heißt auf Englisch The Pope's Cabinet. Und da dokumentiert er mit diesen Originaldokumenten, die jeder Historiker mittlerweile einsehen kann und die eben auch Professor Wolf zum Umdenken gezwungen haben, dokumentiert er, was wirklich alles getan hat, dass man wirklich alles Menschenmögliche getan hat. Aber das Problem war natürlich, wenn die Staaten nicht genügend Visa zur Verfügung stellen, was macht man? Ein Beispiel, wo noch am meisten zur Verfügung gestellt wurde, das war in der Dominikanischen Republik. Da war der Trujillo, der Diktator Trujillo, General Trujillo, und der hat jedes Mal, wenn der Nuntius von Haiti, also die Insel Santo Domingo, die aus der Dominikanischen Republik und Haiti besteht, hat nur eine Nunziatur gehabt und die war in Port-au-Prince in Haiti und der musste also runterkommen und jedes Mal, wenn er den Trujillo darum gebeten hat, hat der 800 Visa zur Verfügung gestellt. Alle halbe Jahre, insgesamt wurden 8.800 Visa immerhin für Juden, für die Dominikanische Republik bereitgestellt. Und dann wurde der Botschaftsmitarbeiter Monsignore Ferrofino, also heute 96, ist mittlerweile verstorben, das ist eine alte Folie noch, der Monsignore Ferrofino wurde dann nach Lissabon geschickt und musste dort Schiffe chartern,
damit man die Juden rüberbringt. Und viele sind entweder dort geblieben oder haben das als Sprungbrett genommen und sind dann in andere Länder von Süd- und Nordamerika ausgereist. Am 30. Januar 1939 die berühmte Hitlerrede, die den Holocaust vorwegnahm. Es gibt ja keinen, es gibt keinen schriftlichen Befehl von Adolf Hitler für den Holocaust. Aber es gibt diese Rede. Sollte den Juden noch einmal gelingen, die Völker in einen Weltkrieg zu stürzen, wird das Ergebnis die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa sein. Aber in derselben Rede hat er der katholischen Kirche gedroht, wenn Sie mal den vollständigen Text nachlesen. Den Priester als politischen Feind des Reiches werden wir vernichten. Kommt in der gleichen Rede vor. Können Sie nachlesen. Ja, im Internet oder wo auch immer. Übrigens genauso wenig gibt es einen schriftlichen Befehl von Pius XII. Juden zu retten. Weil einfach die Gefahr bestand, wir kommen gleich noch drauf, dass die Deutschen irgendwann im Vatikan einmarschieren. Ja? Aber es gibt auch keinen schriftlichen Befehl von Hitler für den Holocaust, obwohl der Holocaust natürlich eine Realität ist und natürlich hier mit dieser Rede von Hitler angekündigt worden war. Am 2. März 1939, nach dem Tod von Pius XI., wurde Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli zum neuen Papst gewählt und dann 10 Tage später gekrönt. Wir sehen hier die Bilder. Und wie reagierte man darauf? Die deutschen Reaktionen im Dritten Reich waren durchweg negativ. Bis hin zu der Behauptung im Reich, Pius XI. War Halbjude, Pacelli ist vollständig Jude. Ist natürlich völliger Quatsch, aber man wollte ihn ja diffamieren. Und immer feindlich eingestellt. Ne? Goebbels, ne? Pacelli ganz gegen uns, Liberalist und Demokrat. Während die freie Welt jubelte. Die Palestine Post, heute Jerusalem Post, die herzlichen Reaktionen auf die Wahl, insbesondere in Frankreich, England und Amerika, überraschen nicht, wenn wir uns an die wichtige Rolle erinnern, die Pacelli im jüngsten päpstlichen Widerstand gegen verderbliche Rassentheorien spielte. Gemeint war mit brennender Sorge und die Anweisung an die katholischen Hochschulen. Aber erstmal stand natürlich ein Tagesordnungspunkt ganz oben auf der To-Do-Liste des neuen Papstes, den Krieg verhindern. Seine berühmten Worte, nichts ist mit dem Frieden verloren, aber alles kann mit dem Krieg verloren sein, wurden leider nicht gehört. Hitler hatte den Einmarsch in Polen zu dem Zeitpunkt schon lange befohlen. Seine erste Enzyklika, und die erste Enzyklika ist immer programmatisch, egal bei welchem Papst. Die erste Enzyklika sagt immer, verrät immer das Programm des Pontifikats. Und da geht es um die Not und Irrtümer unserer Zeit und ihre Überwindung in Christus. Und damit war natürlich einmal der Krieg gemeint, die Drachensaat der Gewalt und des Hasses, aber auch neue Irrtümer, an erster Stelle Theorien, die die Einheit des Menschengeschlechtes leugneten und das Gesetz der Solidarität und der Liebe in Vergessenheit geraten lassen. Die Kirche dagegen lehre, dass alle Menschen und Völker aus einem einzigen Stamm sind und darum hätten Opfer von Krieg und Rassismus ein Recht auf Mitleid und Hilfe. Also eine ganz klare Erklärung gegen Rassismus in der ersten Enzyklika von Pius XII. Entsprechend wurde reagiert, positiv in der freien Welt. Französische Flugzeuge haben sogar 88.000 Kopien über Deutschland abgeworfen. Proteste im Dritten Reich. Hier wird vor allem das Dritte Reich verurteilt. Pius XII. Hat aufgehört, neutral zu sein, gegen Deutschland gerichtet, Anklage gegen Deutschland. Man hat es immerhin begriffen. Also wenn heutige Kritiker sagen, er hätte ja deutlicher reden können, er wurde verstanden. Er hat natürlich eine diplomatische Sprache angewandt, aber wurde verstanden. Die vatikanische Diplomatie war immer darauf bedacht, nach außen hin neutral zu wirken. Das hat schon Benedikt XV.
im Ersten Weltkrieg praktiziert und die Entente-Mächte haben ihm vorgeworfen, er wäre pro-deutsch und die Deutschen haben ihm vorgeworfen, er wäre pro-französisch. In Wahrheit war er neutral. Und heute haben wir genau das Gleiche, dass die Ukrainer Papst Franziskus vorwerfen, er wäre pro-russisch und die Russen werfen ihm vor, er wäre pro-ukrainisch. Oder jetzt im neuen Konflikt, dass die Palästinenser ihm vorwerfen, er wäre pro-israelisch und umgekehrt die Israelis ihm vorwerfen, er wäre pro-palästinensisch. In Wirklichkeit bemüht sich der Papst nach außen hin, mit allen Seiten zu reden, weil nur so kann man Frieden stiften. Und darum verzichtet der Vatikan traditionell auf offene Angriffe. Er vertritt klar seine Prinzipien, aber er greift nicht an, damit er keine Türen schließt. Genauso übrigens in der nächsten Enzyklika, übernächsten Enzyklika Mystici Corporis wird auch wiederum gegen den Rassismus gesprochen. Und sogar eben zur Solidarität mit Christi Brüdern dem Fleische nach. Wer war das wohl? Die Juden natürlich. Gesprochen. Als dann Ribbentrop, Hitlers Außenminister, stolz wie ein Gockel im Vatikan zur Audienz erschien, meldete die New York Times später, es wurde auch bekannt, dass der Papst mit flammenden Worten auch die Juden in Deutschland und Polen verteidigte, schrieb die New York Times. Und am 1. August 1941 fand der erste Protest von Pius XII. Gegen den Holocaust im Radio Vatikan statt. In einer Ansprache im Radio Vatikan, die aber nur einmal ausgestrahlt wurde, weil danach schon Proteste kamen und man ihn gewarnt hat und es dann doch als zu gefährlich betrachtet wurde. Diese Klarheit, derzeit ereignet sich ein großer Skandal. Dieser Skandal ist die Behandlung, die die Juden erleiden. Da möchte ich, dass sich eine freie Stimme, die Stimme eines Priesters, zum Protest erhebt. In Deutschland werden Juden ermordet und auf brutale Weise misshandelt, weil sie Opfer sind. Beraubt jeder Verteidigung. Wie kann ein Christ das hinnehmen? Diese Menschen, diese Männer sind die Söhne jener, die vor 2000 Jahren der Welt das Christentum schenkten. Nun ist die Frage, wann hat überhaupt der Papst das erste Mal vom Holocaust erfahren? Darum, da müssen wir uns klar machen, der Holocaust, sagen wir heute monolithisch, hatte zwei verschiedene Phasen. Die erste Phase waren die Massaker, die eigentlich begannen mit dem deutschen Einmarsch in Polen. Und dann nach dem Einmarsch in der heutigen Ukraine, also in der damaligen Sowjetunion, richtig Fahrt aufnahmen, wo also wirklich Hunderte erschossen wurden. An den Rand von Gräben, die mussten Gräben ausheben, an den Rand von Gräben erschossen wurden, die nächsten kamen nach. Schreckliche Massaker. Und dann hat man erst später auf der Wannsee-Konferenz Stück für Stück effizientere Methoden. Also allein schon dieses Wort ist pervers. Zur Beschleunigung des Mordes überlegt und kam dann irgendwann auf die Anwendung von Giftgas und Tötungsfabrik. Die Massaker waren natürlich schwerer zu vertuschen, da war auch die Wehrmacht daran beteiligt, während die Massenvernichtung in den Vernichtungslagern unter Kontrolle der SS war, aber praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man bemühte sich darum, so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen. Darum wurden auch die in den Gaskammern Ermordeten sofort verbrannt, während es hier Massengräber gab, die man natürlich finden konnte und die auch gefunden wurden und eben wegen der Beteiligung der Wehrmacht eben auch Zeugen gab. Und nachdem die ersten Gerüchte den Vatikan erreichten, hat Pius XII. Gemacht, was jeder kluge Politiker machen würde, hat einen Spion hingeschickt. Ein Mann, dem er hundertprozentig vertraute, einen römischen Priester, Pater Piero Scarizzi, der ein Feldkaplan gewesen war im Ersten Weltkrieg bei den Maltesern und der nun praktisch wieder bei den Maltesern eingeführt wurde und wieder den Dienst antrat, obwohl er schon viel zu alt dafür eigentlich war, und der dann mit den Lazarettzügen der Malteser, Italiener haben ja Seite an Seite mit den Deutschen an der Ostfront gekämpft, in die entsprechenden Gebiete, also nach Lviv, nach Lemberg auf Deutsch oder nach Krakau, in die heutige Ukraine, in das heutige Polen
geschickt wurde und dann zurückkam und Bericht erstattete, dem Papst Bericht erstattete. Und es ist ein hochinteressanter Vergleich, wenn man Hochhuth den Stellvertreter nimmt, wie der Papst reagierte, als er vom Holocaust erfuhr. Wo ihm also dieser Jesuitenpater, dieser fiktive Jesuitenpater erzählt, was da gerade in Deutschland geschieht, und der Papst hört unbeeindruckt mit eisiger Kälte zu und sagt dann, ach, die Juden, die sind schon wie die Blümelein im Winter, irgendwann kommen sie wieder hervor aus dem Schnee. Zynisch hoch 3. Aber was war die Wahrheit? Piero Scavezzi schreibt in seinen Memoiren, ich sah ihn weinen wie ein Kind und beten wie ein Heiliger. Der Papst, der neben mir stand, hörte mir tief bewegt und angespannt zu, dann hob er seine Hände in den Himmel und sprach zu mir. Sagen Sie allen, dass der Papst für Sie und mit Ihnen ringt. Sagen Sie, dass ich mehrmals daran gedacht habe, den Nationalsozialismus mit dem Bannstrahl zu belegen, vor der zivilen Welt seine Bestialität anzuklagen. Nachdem ich viele Tränen vergossen und viel gebetet habe, sah ich ein, dass ein Protest nicht nur keinem geholfen hätte, sondern vielmehr den rasenden Zorn gegen die Juden auch aufbeschworen und die Gräueltaten nur noch um ein Vielfaches vermehrt hätten, da diese wehrlos ausgeliefert waren. Vielleicht hätte ich mir das Lob der zivilisierten Welt eingehandelt, aber den armen Juden hätte es nur eine noch unerbittlichere Verfolgung gebracht, als jene, die sie ohnehin schon zu erdulden haben. Trotzdem hat er, nachdem die alliierte Erklärung, die einzige öffentliche Erklärung der Alliierten zum Holocaust, am 17. Dezember 1942 veröffentlicht wurde, aus allen besetzten Ländern werden Juden unter brutalen, entsetzlichen Bedingungen nach Osteuropa transportiert. Die Arbeitsfähigen müssen sich in Arbeitslagern zu Tode schuften. Die Schwachen und Kranken lässt man erfrieren und verhungern oder sie werden in Massen ermordet. Man sieht an der vagen Formulierung, genau, es war nicht bestätigt. Das war das Problem im gesamten Jahr 42 bis 43. Man hat Gerüchte gehört, ja. Es ist auch nur ein Brief aufgetaucht am Pater Leiber, an den Sekretär des Papstes, von einem Jesuitenpater aus Berlin, der auch Gerüchte gehört hat, in dem Fall über Treblinka, aber sie konnten nicht bestätigt werden. Und das eine Gerücht nannte das Lager Treblinka und das andere nannte das Lager Banja Luka und das dritte schrieb von einem Lager bei Lublin und das vierte schrieb von einem Lager bei Auschwitz, wobei man dann schon sagte, hoppla, Auschwitz ist doch ein Lager für politische Häftlinge aus Polen, das Stammlager, dass es noch ein zweites Lager in der Nähe gab, nämlich Auschwitz-Birkenau, war ja unbekannt. Und man hatte Augenzeugenberichte aus dem politischen Lager, weil da auch Menschen mal wieder freikamen. Und das ist doch kein Todeslager, das ist ein grauenvoll brutales Lager für politische. Also man hatte keine Bestätigungen. Man hat verschiedene Gerüchte gehabt, die heute aus heutiger Perspektive zum größten Teil stimmten. Nicht alle, muss man sagen, aber zum größten Teil stimmten. Aber man hatte keine Bestätigung, war darum vorsichtig. Und genauso vorsichtig wie die Alliierten waren, die also auch die Schwachen und Kranken lässt man erfrieren und verhungern oder sie werden in Massen ermordet. Und auch dort hat man nicht konkret sagen können, es gibt Vernichtungslager für Menschen. Dennoch hat der Papst in der Weihnachtsansprache eine Woche später diese alliierte Erklärung bestätigt, indem er sagte, wir schulden das Gelöbnis, den Frieden zu schaffen, den Hunderttausenden, die ohne eigene Schuld, manchmal nur wegen ihrer Volkszugehörigkeit oder Abstammung, es war klar, wer damit gemeint war, dem Tode geweiht oder einer fortschreitenden Verelendung preisgegeben sind. Damit griff er auf, was in der alliierten Erklärung war, und bestätigte die, ohne direkt darauf einzugehen und die Neutralität zu verletzen. Man hat es verstanden, die New York Times hat es genauso verstanden wie die SS, wie der Außenminister von Ribbentrop, wie der deutsche Vatikanbotschafter.
aber er hat es nochmal wiederholt, er hat ein drittes Mal, ging er auf den Holocaust ein, ohne Täter und Opfer zu nennen, und sprach an seiner Ansprache vor dem Kardinalskollegium am 2. Juni, am Namenstag des Papstes, des heutigen Eugenio, die zahlreichen Bitten derjenigen, die sich mit angsterfüllten Herzen flehend an uns wenden. Damit meint er diese wirklich Tausenden von Briefen, die ja eingingen, die ja auch bearbeitet wurden. Das sind diejenigen, die wegen ihrer Nationalität oder wegen ihrer Rasse, eindeutig wer gemeint war, von größerem Unheil und schweren Schmerzen gequält werden und die manchmal sogar ohne eigenes Verschulden zur Ausrottung bestimmt sind. Und dann jedes Wort, das darüber von uns an die zuständigen Behörden gerichtet wird, jede öffentliche Anspielung muss mit allergrößtem Ernst erwogen werden, im eigenen Interesse derjenigen, die leiden, damit ihre Lage nicht noch schwerer und unverträglicher gemacht wird als vorher, auch nicht durch Unachtsamkeit, ohne es zu wollen. Wie sehr die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen drohte, hat er auch am Beispiel Polen erlebt. Es gab auch keinen offiziellen Protest gegen die Nazi-Gräuel an der polnischen Bevölkerung, inklusive der Ermordung von polnischen Priestern, Ordensleuten und Bischöfen, weil die Gefahr war, dass es eskalieren würde und Vergeltungsmaßnahmen gäbe. Also nachdem Radio Vatikan am Anfang noch über die deutschen Gräueltaten berichtete, baten sogar die polnischen Bischöfe Radio Vatikan, das nicht mehr zu machen, weil auf jede Ausstrahlung Vergeltungsmaßnahmen der Deutschen folgten. Dann haben die Exilpolen dem Papst gesagt, im Jahre 42, die Polen fühlen sich alleingelassen, die warten auf ein Wort ihres obersten Hirten. Und er hat dann einen Hirtenbrief geschrieben, hat den im Vatikan drucken lassen, weil natürlich die katholische Kirche in Polen keine Druckmaschinen mehr hatte. Die haben ja die Nazis alle beschlagnahmt. Die Druckereien waren ja alle geschlossen worden. Hat die in Spaghettikisten gepackt, hat einen Gesandten nach Krakau geschickt, zum Erzbischof von Krakau, Adam Sapieha. Und die deutschen Soldaten, die da vor Schmiere standen, die haben gedacht, naja, guck mal, die kochen ein schönes Abendessen, der kommt vorbei, kein Problem. Und dann hat Kardinal, oder damals noch Erzbischof Sapieha, die Kisten geöffnet, hat den Hirtenbrief gelesen und hat alle Exemplare in seinen Kamin geworfen und verbrannt. Und hat einen Brief diktiert an den Papst. Es quält uns sehr, dass wir den Brief Eurer Heiligkeit nicht verlesen können, doch er würde als Vorwand für weitere Verfolgung dienen. Es gab genug Opfer, denen vorgeworfen wurde, mit dem Heiligen Stuhl zu kommunizieren. Er drückte es noch drastischer aus im Gespräch mit dem Gesandten des Heiligen Vaters. Er sagte, wir haben nicht genügend Hälse für die Galgen, die die Deutschen aufstellen werden, wenn der Brief verlesen wird. Und das Gleiche war in Holland. Und nun sind wir wieder bei Edith Stein. Als die Judendeportation in Holland begannen, hat der Erzbischof de Jong in Utrecht protestiert. Obwohl es vorher eine Absprache unter den holländischen Bischöfen, also auch den Protestanten gab, dass man das nicht macht und dafür als Gegenleistung die Konvertiten verschont blieben. Aber er hat mit seinem Gewissen das nicht vereinbaren können. Malinka Salib hat das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren können und hat in einem Hirtenbrief gegen die Deportation der Juden protestiert. Und daraufhin erklärte Seyß-Inquart, der Amtsleiter der NSDAP, wenn die holländischen Bischöfe sich so für die Juden einsetzen, dann müssen wir annehmen, dass die katholischen Juden die schlimmsten sind. Darum haben wir uns entschlossen, zuerst die katholischen Juden zu verhaften. Das ist geschehen. Daraufhin wurde die heilige Edith Stein auch festgenommen, nach Auschwitz verschleppt und in Auschwitz ermordet. Als Pius XII. Von dem Protest von Erzbischof de Jong hörte, fand er das toll, hat den Mut bewundert,
hat gesagt, zur Unterstützung halte ich auch eine Rede. Hat eine Protestrede zur Unterstützung von Bischof Guillaume geschrieben, aber als ihm dann mitgeteilt wurde, was die Folge war, hat er im Kamin der Küche des päpstlichen Apartments, wo er mit seiner Haushälterin, Schwester Pascalina, die Sache besprochen hat, das Manuskript verbrannt und hat dann gesagt, was wird aus den Katholiken und Juden im deutschen Machtbereich? Es ist besser, in der Öffentlichkeit zu schweigen und für diese armen Menschen wie bisher in Stille alles zu tun, was Menschen möglich ist. So hat er auch an den Berliner Bischof Konrad von Preysing, der ein enger Vertrauter von ihm war, schon aus der Zeit, wo er Nuntius in München war, geschrieben, was uns seit Jahr und Tag an Unmenschlichkeiten zu Ohren kommt. Wirkt lähmend und schauererregend, aber aufgrund der Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen und Druckmitteln, ab majora mala vitanda, also ein schlimmeres Unheil zu vermeiden, erlegen wir uns in unseren Kundgebungen Beschränkungen auf. Und darüber kann man diskutieren. War es der richtige Weg, ja oder nein? Pius XII. Hat im Ersten Weltkrieg die Erfahrung gemacht, dass päpstliche Proteste nicht helfen, sondern im Gegenteil schlimmere Folgen haben können beim Völkermord an den Armeniern. Als die Türken 1,5 Millionen Armenier deportiert haben, in Todeslagern der syrischen Wüste deportiert haben, hat Benedikt XV. Mit einem offenen Brief an den Sultan und dann noch mit einer Ansprache vor dem Kardinalskollegium dagegen offen protestiert. Die Folge war, dass die mit Rom unierten Armenier, die armenischen Katholiken, zu einem noch höheren Prozentsatz ermordet wurden als die orthodoxen Armenier. Und er war im Staatssekretariat, hat das alles mitbekommen. Hat auch mitbekommen, wie der apostolische Delegat in Konstantinopel, Monsignore Dolci, eben über diese Folge des Protestes klagte. Der Protest hat null Wirkung gehabt, im Gegenteil, er war kontraproduktiv. Und hier sagen wieder kompetente Menschen, die das damals miterlebt haben, unter anderem den Vertreter der USA beim Nürnberger Prozess, Robert Kempner, Jude, jeder Propagandaversuch der katholischen Kirche gegen Hitler wäre provozierter Selbstmord gewesen und hätte die Ermordung einer großen Zahl von Juden und Priestern ausgelöst. Gerhard Regner, Generalsekretär des Jüdischen Weltkongresses, sagt dasselbe. Hitler ließ sich von keiner Macht der Welt aufhalten. Alle Warnungen beschleunigten nur das Tempo des Mordens und der amerikanische Gesandte beim Heiligen Stuhl, Harold Tittman, sagte, der Weg des Heiligen Vaters war richtig. Eine öffentliche Anprangung hätte die grenzenlose Raserei der Nazis noch heftiger entfacht. Und Hitler selber hat gesagt, jeder Protest aus dem Ausland ist nur ein zwingender Anlass zu einer Verschärfung der Maßnahmen. Und die katholischen Priester in Dachau haben das mitbekommen. Jean Bernard aus Luxemburg, der in Dachau war, der seine Erinnerungen niedergeschrieben hat in dem Buch Priesterblock 25487, schreibt, wir zitterten jedes Mal, wenn uns die Nachricht erreichte, dass eine religiöse Autorität protestierte, besonders wenn es der Vatikan war. Wir alle hatten den Eindruck, dass unsere Wärter uns schwer büßen ließen für den Zorn, den diese Proteste auslösten. Und darum war die Strategie von Pius XII., statt riskanter, nicht erfolgsversprechender Provokation und Gefahr einer Eskalation, Hitler muss weg, einmal durch die Stärkung der Alliierten, hat einen geradezu freundschaftlichen Briefkontakt mit Roosevelt gehabt zum Beispiel. Und als die Amerikaner dann in den Krieg eintraten, gab es bei Katholiken Bedenken, dass man Seite an Seite mit Stalin kämpfen könnte, weil der Kommunismus wurde doch von Pius XI. Auch mit einer Enzyklika gebannt. Und Pius XII. Hat darauf geantwortet, es geht nicht um den Kommunismus, es geht darum, die Russen verteidigen ihr Vaterland. Und das ist legitim. Und indem er mit dem deutschen Widerstand kollaboriert, das werden wir gleich noch hören, und bis dahin helfen und retten, wo es nur geht. Eines der unbekanntesten Kapitel
der jüngeren Papstgeschichte war, dass seit Oktober 1939 Pius XII. Mit dem deutschen Widerstand kollaborierte, der Gruppe, die später Stauffenberg hervorbrachte, um Generalmajor Oster, um Admiral Canaris. Und als nach dem 20. Juli die ganze Sache aufflog und die SS alle Beteiligten, die sie nicht direkt erschießen ließ, unter Folter befragte, ging dann im November 1944 ein Bericht von SD-Chef Kaltenbrunner an Hitler mit den Worten Canaris und Oster unterhielten Verbindung zum Papst durch den in die Abwehr eingebauten früheren Münchner Anwalt Dr. Müller. Müller nahm mit dem Jesuitenpater Leiber, dem Sekretär des Papstes, Kontakt auf. Er führte mit ihm auch Gespräche über eventuelle Friedensmöglichkeiten und einen Regimewechsel in Deutschland. Dieser Kontakt ist mittlerweile durch verschiedene Dokumente im britischen und im vatikanischen Archiven bestätigt, auch die vorherige Warnung von Belgien und Luxemburg und den Niederlanden vor dem deutschen Einmarsch. Müller hat seine Autobiografie geschrieben, Mitbegründer der CSU, Ochsensepp wurde er in Bayern genannt. Und es gibt zwei große Studien, eine von Harold Deutsch, einem Harvard-Professor für Geschichte, die also die folgende Geschichte eindeutig bestätigen, auch hier freigegebene CIA-Dokumente, OSS ist der Vorläufer der CIA. Die Verschwörer haben seit Oktober 1939 den Papst über ihre Pläne, Hitler zu stürzen oder auch umzubringen, informiert. Verschiedene Attentatspläne wurden auch dem Papst mitgeteilt. Dass der Papst kollaboriert bei einer Verschwörung, die ein Staatsoberhaupt stürzen und sogar ermorden will, ist in der jüngeren Kirchengeschichte einzigartig und belegt, wie sehr wichtig ihm war, dass Deutschland von Hitler und dem Nationalsozialismus befreit war. Er hat damit alles auf eine Karte gesetzt, weil wenn das aufgeflogen wäre, die Grundlage der Lateranverträge war die Neutralität des Heiligen Stuhls. Mussolini war ein Verbündeter von Hitler. Mussolini hätte die Lateranverträge aufkündigen und den Vatikan besetzen können, weil der Vatikan gegen diese Abmachung der Neutralität verstoßen hätte. Hitler hätte 9 Monate lang hat Hitler Rom kontrolliert, den Vatikan einnehmen können, wenn das bekannt geworden wäre, wenn das aufgeflogen wäre. Aber die Tatsache, dass er das Risiko einging, belegt, wie wichtig ihm war, dass dieser Mann beseitigt wird. Adolf Hitler, der Verantwortliche für den Mord an 6 Millionen Juden, der Verantwortliche für den Zweiten Weltkrieg mit insgesamt 50 Millionen Toten. Aber der Widerstand riet dem Papst zum Schweigen, weil der Plan des Widerstandes war, Sturz gegen Hitler und dann durch Vermittlung des Papstes Waffenstillstand mit den Alliierten. Und die deutschen Grenzen von vor Hitler sollten eingehalten werden, damit die deutsche Bevölkerung nicht, wie im Ersten Weltkrieg, sagen kann, das ist ein Durchstoß im Felde unbesiegt haben, die Verräter das Unheil für Deutschland herbeigeführt. Aber damit die katholische Kirche als Infrastruktur für ein Deutschland nach dem Krieg erhalten bleibt, auch ganz wichtig, sollte der Papst sich in seinen Protesten beschränken, auf allgemeine Äußerungen beschränken, damit er nicht beschuldigt werden könnte, das Sprachrohr der Fremdmächte zu sein, damit die Katholiken in Deutschland nicht noch stärker verdächtigt und in ihren Möglichkeiten des Widerstandes eingeschränkt werden. Es müsste oberstes Gebot sein, die Nazis nicht durch unbedachte Schritte zu reizen. Nachdrücklich wies ich ihn immer wieder darauf hin, dass man ihnen keine billigen Gründe zum Zuschlagen liefern dürfte. Und in der Tat gab es einen Befehl von Adolf Hitler an den Kommandanten der SS für Italien, Karl Wolff, den wir hier auf dem Foto mit Himmler sehen, er war vorher der Adjutant von Himmler,
in den Vatikan einzumarschieren und den Papst nach Deutschland zu verschleppen, oder gar ein Alternativplan, nachdem Wolf ihm diesen Plan ausgeredet hatte, ein Alternativplan, wenn der Papst gegen die Shoah, gegen den Holocaust protestiert, zugunsten der Juden protestiert, dann sollten als italienische Freischärler verkleidete SS-Leute den Vatikan besetzen, die Wehrmacht den Vatikan befreien und der Papst sollte bei den Kämpfen ums Leben kommen. Die Gefahr hing wie ein Damoklesschwert über dem Heiligen Stuhl. Die vatikanische Politik, die Politik Pius XII. War eindeutig: handeln statt offen zu protestieren, handeln, indem man versucht, Deportationen aufzuschieben und indem man versucht, Menschen aus den Gefahrengebieten herauszuschleusen. Zum Beispiel nach Italien. Man war mit Mussolini übereingekommen, der immer um ein noch relativ vertretbares Verhältnis mit der katholischen Kirche bemüht war, weil die italienische Bevölkerung einfach sehr katholisch war ein Abkommen geschlossen worden, dass die Italiener keine Juden an die Deutschen ausliefern. Und daran hat sich Mussolini auch gehalten, bis er gestürzt wurde im Sommer 1943 und die Deutschen die Kontrolle übernommen haben in Italien. Es gab einzelne Proteste, zum Beispiel als die Vichy-Regierung im nicht besetzten Teil von Frankreich die Deportation der Juden beschloss. Wir sehen hier die Meldung. Es wurde sogar der Nuntius zu Hitler geschickt, um ihn zu überreden, dass man die Juden vielleicht besser umsiedelt. Aber als das Thema Juden angeschnitten wurde, hat sich Hitler umgedreht, hat das Wasserglas, was er in den Händen hielt, gegen die Scheibe geschlagen oder hat auf den Boden geworfen und hat die Audienz beendet. Orsenigo schrieb dann nach Rom: die Lage der Juden ist von jeder gut gemeinten Intervention ausgeschlossen. Aber es gab trotzdem Regierungen, mit denen man reden konnte. Zum Beispiel in der Slowakei, wo ein katholischer Priester der Staatspräsident war einer profaschistischen Regierung. Absurd, aber was kam vor? Tiso war der Name. Und da wurde mehrfach vom Vatikan gegen die Rassengesetze protestiert, gegen die Deportation von Juden protestiert. Und es gab einige Aufschübe und Unterbrechungen immerhin der Deportation. Also es gab schon Erfolge und man hat dann am Ende 25.000 Juden in Klöstern versteckt und gerettet. In Ungarn war das Staatsoberhaupt Admiral Horthy, den Pius XII. Kannte vom Eucharistischen Kongress in Budapest 1938, wo die beiden ein gutes Verhältnis gehabt haben. Und als dort relativ spät, im März 1944, mit den Deportationen der Juden begonnen wurde, hat man erstmal versucht, über den Nuntius die Deportation zu stoppen. Das hatte dann leider keinen Erfolg. Und dann hat der Papst, nachdem die Deutschen abgerückt waren aus Rom und Rom unter alliierter Kontrolle war, also die unmittelbare Gefahr nicht mehr da war, ein Telegramm an Horthy geschickt. Wir haben ja das Telegramm im Originalwortlaut: ersparen Sie so vielen Unglücklichen noch schlimmeres Leid nur aufgrund ihrer Nationalität oder Rasse. Und daraufhin hat Horthy die Deportationen gestoppt. Ein Zug wurde sogar vor der ungarisch-deutschen, Österreich war ja damals Teil vom Deutschen Reich, vor der Grenze angehalten und wieder zurück nach Budapest geschickt. Und so konnten Hunderttausende ungarischer Juden immerhin gerettet werden. In Rumänien hat man mit der Regierung ausgemacht, dass die Juden nicht an die Deutschen ausgeliefert werden, sondern nach Transnistrien, das heutige Moldawien, umgesiedelt werden, eine damals grauenvoll unterentwickelte Region, wo sehr viele an Krankheiten leider starben, aber als der Papst davon erfuhr, hat er Spenden dorthin geschickt, dass die Umstände
etwas gemildert werden, hat den Nuntius hingeschickt, dass er dafür sorgt, dass die Spenden auch bei den Flüchtlingen ankommen, hat dafür gesorgt, dass Kinder nach Palästina umgesiedelt wurden, 40.000 Kinder, hat mit der Regierung ausgemacht, dass Konvertiten nicht deportiert werden nach Transnistrien, sondern in ihren Wohnungen bleiben können. Und es wurden 40.000 Taufscheine, gefälschte Taufscheine vom Rabbi von Bukarest verteilt. Taufscheine vom Rabbi verteilt. In Bulgarien war der König befreundet mit dem ehemaligen Nuntius Roncalli, später Johannes der 23. Und der Beichtvater der Königin, einer gebürtigen Italienerin aus dem Hause Savoyen, war der aktuelle Nuntius, und beide haben also den König bearbeitet, dass er sich dafür einsetzt, dass die 48.000 bulgarischen Juden nicht, wie von der bulgarischen Regierung mit den Deutschen vereinbart, an die Deutschen ausgeliefert, sprich in die Todeslager geschickt werden, sondern im Land bleiben, verschont bleiben, gerettet wurden, 48.000 Juden in Bulgarien. Und durch derartige Manöver hat der Heilige Stuhl nicht, wie der israelische Historiker und Diplomat Pinchas Bapide behauptet, zwischen 700.000 und 850.000, sondern nach neuesten Zahlungen sogar 967.000 Juden vor dem Holocaust gerettet. Durch über 40 diplomatische Interventionen. Ich kann die nun wirklich nicht alle aufführen, dann sitzen wir morgen früh noch da. Sie finden die in meinem Buch. Und nun muss man die böse Frage stellen, und was taten die Alliierten für die Juden? Das taten Amerikaner, Briten für die Juden. Da muss man sagen, die Briten haben hübsche Luftaufnahmen gemacht von Auschwitz. Die Amerikaner genauso. Und durch die Luftaufnahmen wurden zum ersten Mal Berichte geflohener Insassen des Vernichtungslagers Auschwitz, die unter anderem Karten angefertigt haben von dem Lager, bestätigt. Wo man vorher noch nicht wusste, ob das der Wahrheit entspricht. Es wurde bestätigt, und auf einigen Luftaufnahmen sieht man noch den Rauch, der aus den Krematorien kommt. Doch man hielt es nicht für kriegsnotwendig, die Bahngleise zu bombardieren. Natürlich nicht das Lager, aber die Bahngleise, wo jeden Tag 10.000 Juden in den Tod geschickt wurden, auf den Bahngleisen. Wenn man die bombardiert hätte, wäre die Tötungsmaschinerie unterbrochen worden. Aber das hielt man nicht für nötig. Der Vatikan dagegen hat geholfen, wo es nur ging. Auch als in Rom mit der Deportation der römischen Juden begonnen. Wobei vorher noch Kappler, der SS-Kommandant von Rom, der jüdischen Gemeinde versprochen hatte, wenn ihr 50 Kilo Gold liefert, werdet ihr verschont. Und die Juden haben 25 Kilo Gold zusammengesammelt, haben sich an den Vatikan gewandt, ob der denen die übrigen 25.000 leihen konnte. Und dann haben Katholiken gesammelt und haben die anderen 25 Kilo zur Verfügung gestellt. Und es wurden 50 Kilo bei Kappler abgeliefert. Und dennoch, 3 Wochen später, an einem Schabbat, am 16. Oktober 1943, wurden in den Morgenstunden erstmal im Ghetto auf der anderen Tiberseite vom Vatikan aus gesehen und dann in anderen Teilen von Rom 1259 Juden festgenommen. Aber als 1259 festgenommen wurden, wurde die Aktion unterbrochen. Obwohl in dem Befehl, den wir haben, der Museum des italienischen Widerstandes auch ausgestellt ist. Sie sehen hier, war von 8.000 römischen Juden die Rede, weil es waren damals 8.000 Juden in Rom. Die Frage ist, warum wurden nicht alle 8.000 deportiert? Warum hörte man mittags um 12 Uhr auf und hat auch keine zweite Razzia durchgeführt? Warum wurde das abgebrochen? Nun, dafür trägt der Papst die Verantwortung. In den frühen Morgenstunden hat eine römische Prinzessin Pignatelli, den Papst
aufgesucht, die war Augenzeugen gewesen von der Razzia und hat ihn also in der Sakristei nach der Frühmesse, die er gehalten hat, direkt aufsuchen dürfen. Römische Prinzessin, hatte gute Kontakte im Vatikan, kannte den Heiligen Vater persönlich und wurde natürlich vorgelassen. Und der Papst hörte ihren Bericht unter Tränen, muss man sagen, an, hat dann sofort den Kardinalstaatssekretär beauftragt. Der Vatikanbotschafter der Deutschen von Weizsäcker wurde einberufen. Und wir haben die Protokolle, die Malione, Kardinalstaatssekretär Malione von diesem Gespräch mit Weizsäcker angefertigt hat, die sind auch im Buch abgedruckt. Der Heilige Stuhl möchte nicht gezwungen sein, ein Wort der Missbilligung sagen zu müssen. Aber Weizsäcker hat ihm versprochen, er wird in Berlin intervenieren und er wird in Berlin sein Bestes tun, um die Sache zu stoppen. Aber natürlich war klar, Weizsäcker war der totale Opportunist und hat dem Vatikan gegenüber immer freundlich gemacht, aber in Wirklichkeit ging es ihm um die Karriere und eigene Sicherheit und wie auch immer, er hat keinen Finger gerührt. Im Gegenteil, hat nach Berlin geschrieben, der Vatikan hat mir versichert, er würde nichts weiteres unternehmen. Das ahnte Pius XII. Und darum hat er seinen eigenen Neffen, Carlo Pacelli, einem österreichischen Bischof in der deutschen Nationalkirche in Rom, der Santa Maria dell'Anima, geschickt, den Bischof Hudal. Und Hudal war ein zweischneidiges Schwert. Er hatte Sympathien mit den Nazis. Er hat sogar ein Buch geschrieben, wo er die Idee propagiert hat, man könnte doch mit dem gemäßigten Flügel der NSDAP, und so etwas glaubte er, ein Pakt schließen gegen den Kommunismus. Von dem Moment an war persona non grata im Vatikan, wurde nicht mehr auf Empfänger eingeladen und so weiter und so fort, aber da brauchte man ihn auf einmal, weil er einen guten Kontakt hatte mit dem deutschen Stadtkommandanten der Wehrmacht, mit General Stahel. Und dann hat Hudal einen Brief an Stahel verfasst, wo er sagt, ich fürchte mit Recht, dass der Papst öffentlich dagegen Stellung nehmen wird, wenn die Deportationen andauern. Und am nächsten Tag, wir haben hier das Memorandum, was Hudal angefertigt hat, erklärte Stahl dann, er hätte mit Himmler gesprochen und Himmler gab Order, dass diese Verhaftungen sofort einzustellen sind. Es wurden auch etwa 200 Juden, die entweder mit Nichtjuden verheiratet waren oder Konvertiten waren oder im Vatikan arbeiteten, wurden freigelassen. Aber 1007 konnten leider nicht mehr gerettet werden. Übrigens, dass Stahl wirklich mit Himmler telefoniert hat, ist bestätigt worden, einmal durch Kunkel, seinen Adjutanten, und einmal durch General Belitz, der damals im Stab von Kesselring, dem deutschen Kommandanten der Truppen in Italien, diente, der dabei war, als sich Stahl 2 Wochen später verabschiedete und erzählte, warum er an die Ostfront geschickt wurde, weil nämlich Himmler mitbekommen hat, warum er die Intervention gestoppt hat. Und der arme Mann starb in russischer Kriegsgefangenschaft, der Generalmajor Stahl. Der hat also dann die Hilfe mit dem Leben bezahlt. Und auch die 1700 Juden, die ursprünglich nach Mauthausen in ein Arbeitslager in Österreich, Oberösterreich geschickt werden sollten, wurden stattdessen, wie Eichmann bei seinem Prozess in Jerusalem erklärte, nach Auschwitz geschickt. Aber immerhin insgesamt 6.500 Juden, etwa 400 wurden über die folgenden Wochen hinweg als Einzelpersonen verhaftet und deportiert, aber immerhin 6.500 der 8.000 römischen Juden haben überlebt. Warum? Weil der Papst etwas anderes noch bewirkte über den Hudal. Hudal hat nämlich Stahl um 550 Plakate gebeten. Vatikanterritorium betreten für deutsche Soldaten verboten. Und das wurde an allen möglichen römischen Klöstern ausgehängt und allen Häusern, die irgendwo dem Heiligen Stuhl verbunden waren, auch Pfarrhäusern, wo auch immer. Und die deutschen Soldaten haben sich an den Befehl gehalten. Es hat nie ein deutscher Soldat oder SS-Mann eines der Häuser, an denen diese Plakate hingen, betreten. Und dann hat er am 25. Oktober im Osservatore Romano, also in der Vatikanzeitung, geschrieben, der Papst betont in dieser Stunde, wie wichtig
Die Hilfe ist für alle Verfolgten, auch die wegen ihrer Religion oder Abstammung Verfolgten. Und es ging, die Schwestern können es bestätigen, ein Nonnenkloster hat immer einen Priester, der kommt und die Heilige Messe liest. Und genauso ging über die Priester, die in der Regel auch vatikanische Priester waren, die in Rom in den Häusern der Ordensschwestern die Heilige Messe gelesen haben, die Botschaft rum, der Heilige Vater wünscht, dass Juden aufgenommen wurden und auch die Klausur soll aufgehoben werden bei Klausurklöstern. Und in den folgenden Tagen wurden 4.500 Juden in römischen Klöstern und im Vatikan versteckt. Mittlerweile ist eine Liste aufgetaucht, wo 3.800 Namen von Juden, die in insgesamt über 200 römischen Ordenshäusern, Männer- und Frauenklöstern untergebracht waren. Also wir können die mit Namen dokumentieren im Jesuitenarchiv. Ein Jesuit hat da ein Buch geführt im Auftrag des Heiligen Vaters nach dem Krieg, alles dokumentiert, wie er wo untergebracht war. Und wir haben auch in Tagebüchern, in der Ordensschwestern der Klöster, in den Klosterchroniken, in dieser schlimmen Zeit wünschte der Heilige Vater seine Söhne, auch die Juden zu retten und wies an, dass die Konvente den Verfolgten Zuflucht und Gastfreundschaft gewähren und auch die Klausurklöster sollten diesem Wunsch des Papstes folgen. Nun ist es, hier steht noch 155, insgesamt waren es aber über 200 Klöster. Aber einige haben eben nur 1, 2 Personen aufgenommen. Aber wie auch immer. Nun ist es eine Sache, Leute aufzunehmen, aber die andere, die müssen ja auch versorgt werden. Die haben ja Hunger. Erstmal gab es die Anweisung, die müssen mit koscherem Essen, also nach den jüdischen Speiseschriften versorgt werden. Und der Vatikan hat dann unter der Leitung von Pascalena Lenhardt, der Ordensschwester und Haushälterin von Pius XII., die eine zupackende, richtige bayerische Nonne war, die LKW fahren konnte. Und die hat dann die ganze LKW-Flotte angeführt. Im Vatikan wurden Brote gebacken und Milchkühe teilweise gehalten in den vatikanischen Gärten. Und dann wurden die Klöster, in denen Juden waren, erstmal jeden Tag versorgt. Mit Lastwagen, auf dem Vatikanus stand. Und auch in Castel Gandolfo, in der päpstlichen Sommerresidenz, der ehemaligen, muss man sagen, wurden 3.000 Flüchtlinge, darunter viele Juden, versteckt. Natürlich gab es keine 3.000 Betten, die haben auf den Gängen geschlafen, aber Hauptsache das Überleben, muss man mal sagen. Aber die Betten, auch als Schlafzimmer des Papstes, wurde schwangeren Frauen zur Verfügung gestellt und so haben 40 Kinder das Licht der Welt erblickt im Bett des Papstes. Und viele von denen haben dann, Malinka, leg ich hin, viele von denen haben dann die Namen Eugenio oder Pio bekommen, oder Eugenia oder Pia, wenn es dann Mädels waren. Und das hat dann auch die Palestine Post später bestätigt. Hier nochmal der Hudal-Bericht, von dem ich eben gesprochen habe. Das sind die Plakate, die aufgehängt wurden an den römischen Klöstern. Bekanntmachung dieses Gebäude dient religiösen Zwecken und gehört dem Vatikan statt. Haussuchungen und Beschlagnahmungen sind verboten. Der deutsche Kommandant General Stahl. Eigentum des Heiligen Stuhls. Und hier der Bericht, in dem Bischof Hudal beschreibt, wie er also auf Wunsch von Carlo Pacelli, dem Neffen von Pius XII., diese 550 Aushängeplakate besorgt. Und so haben nach der Befreiung Roms im Juni 44, nach 9 Monaten, die Juden Roms Pius XII. Gedankt, haben sogar eine Danktafel anfertigen lassen, haben gesagt, die Juden werden sich immer daran erinnern, was die Kirche auf Anweisung des Papstes in dieser schrecklichen Zeit für sie getan hat. Nach dem Krieg hat der Papst dann Holocaust-Überlebende empfangen, hat nochmal die Shoah verurteilt. Die dankten ihm für die Großzügigkeit, die er gegenüber den Verfolgten des Nazifaschismus demonstriert hat. Von allen jüdischen Seiten
kam Lob und Dank und Anerkennung. Es war keine Diskussion nach dem Krieg in jüdischen Kreisen über das, was der Heilige Vater und der Heilige Stuhl für die Juden getan haben. Ob man Chaim Weizmann nimmt, Isaac Herzog, Oberrabbiner von Palästina, Leon Kubowitzki, Generalsekretär des Jüdischen Weltkongresses, der sogar $20.000 spendete, das entspricht heute $200.000 von der Kaufkraft her, Moshe Sherat, Raphael Cantoni. Man hat sogar den Jahrestag des Kriegsendes in Italien zum Tag der Dankbarkeit für die Hilfe des Papstes erklärt. Das Israel Philharmonic Orchestra wurde dann zum 10. Jahrestag des Kriegsendes nach Rom geschickt und der Dirigent Paul Klecki hat für den Papst gespielt, Beethoven gespielt, als Geste der Dankbarkeit für die Hilfe, die seine Kirche den Verfolgten des Nazifaschismus gewährt hat. Golda Meir hat in ihrem Nachruf auf Pius XII., die Außenministerin und spätere Ministerpräsidentin von Israel, dass unser Volk im Jahrzehnt des Naziterrors ein fürchterliches Martyrium erlitt, hat sich die Stimme des Papstes erhoben, um die Henker zu verurteilen und um Mitgefühl für die Opfer zum Ausdruck zu bringen. Unsere Epoche ist durch diese Stimme bereichert worden und so weiter und so fort. Alle haben einhellig ihn gelobt und als er starb im Jahre 58 am 9. Oktober, Santo subito. Santo subito. Und dann kam die große Wende mit dem Stellvertreter. Und heute wissen wir durch die Aussage von Geheimdienstchef General Ion Michai Pacepa vom rumänischen Geheimdienst, dass dahinter eine KGB-Kampagne steht. Warum? Weil man Montini verhindern wollte. Johannes, also nach dem Krieg hat Pius XII., der vorher den Nationalsozialismus für die noch größere Gefahr, die akutere Gefahr als den Bolschewismus gehalten hat, aber nachdem der Krieg vorbei war, hat er einen stark antikommunistischen, antibolschewistischen Kurs gefahren. Keine Frage. Und dann starb Stalin, dann starb Pius XII. Und der neue Papst, Roncalli, hat eine neue Ostpolitik ins Leben gerufen des Dialogs mit der Sowjetunion. Johannes der 23. Neue vatikanische Ostpolitik. Stalin war tot, oder Khrushchev war schon etwas Wandel zum Positiven. Und dann hat der KGB in Erfahrung gebracht, der Mann hat Krebs. Der bleibt nicht mehr lange. Und dann haben sie überlegt, wer kommt als Papabile, als Nachfolger in Frage. Und der Kandidat, dem man das am meisten zutraute, war Montini. Montini war die rechte Hand als Minotante des Staatssekretärs, nicht als Minotante, Minotante ist ein kleiner Rang, als Leiter, als Substitut, genau, als Substitut, manchmal hat man einen kleinen Namensblock, Begriffblock, als Substitut des Staatssekretariats, als Leiter der Sektion für die inneren Angelegenheiten der Kirche, also der ersten Sektion im Staatssekretariat, war rechte Hand von Pacelli. Gerade auch in den ganzen Aktionen, um Juden zu retten. Und er war dann von Pacelli als Erzbischof nach Mailand geschickt worden. Es gab dann kein Konsistorium mehr und dann war es Johannes der 23., der ihn in den Kardinalsrang erhob und damit war er Papabile. Der Erzbischof von Mailand, traditionell in der Zeit, wo die Päpste immer aus Italien kamen, was sich ja erst unter Wojtyła änderte, war er der Prime-Kandidat unter den Papabiles. Genua Siri war an zweiter Stelle, aber an erster Stelle Montini. Und man befürchtete, weil er Pius XII. So nahe stand, dass er die antikommunistische Politik von Pius XII. Wieder einführen würde, wieder aufnehmen würde und praktisch das Rad der Geschichte zurückdrehen würde. Und darum wollte man ihn verhindern. Und um Montini zu verhindern, hat man Pius XII. Diffamiert. Weil damit natürlich automatisch dann auch Montini als Mitverantwortlicher dastand. Das war nach Aussage von Pacepa der Grund für diese Propagandakampagne des Stellvertreters. Ich kann nur Pacepa zitieren.
Aber wie dem auch immer sei, auf jeden Fall hat diese Propagandaaktion große Auswirkungen gehabt und haben bis auf den heutigen Tag den Ruf von Pius XII. Beschädigt. Während alle, die in seinem Auftrag gehandelt haben, unter anderem die Nunzien, die in seinem Auftrag gehalten haben, unter anderem auch gehandelt haben, unter anderem auch Roncalli, der ja damals der apostolische Delegat in Konstantinopel war, oder Rotta oder Pietro Palazzenik in Rom, der Judenpater Benoit, all die wurden zu Gerechten unter den Völkern in Yad Vashem erklärt, also in der Holocaust-Gedenkstätte, wurden gewürdigt als große Männer der Kirche, die in dieser dunklen Stunde der Shoah Juden gerettet haben. Und da sagten viele, auch Roncalli, aber das haben wir ja nur im Auftrag des Papstes gemacht. Der Papst hat uns die Anweisung gegeben, zuerst und vor allem Menschenleben zu retten. Mittlerweile gibt es auch in jüdischen Kreisen, und ich wurde vorhin die Paved the Way Stiftung genannt, deren Gründer Gary Krupp ist Jude und der ganze Vorstand sind Juden, die sich für einen Dialog und eine Versöhnung mit der katholischen Kirche einsetzen. Und der Gründer Gary Krupp sagte, ich wuchs auf mit der Meinung, dass Pius XII. Ein Kollaborateur, ein antisemitischer Papst war. Ich war schockiert, als ich dann von Überlebenden erfuhr, was wirklich geschah. Pius XII. War ein mutiger Papst, der viele Juden rettete. Dasselbe sagt übrigens Benedikt XVI., als er dann am 50. Todestag von Pius XII. Eine Predigt hielt und sagte, er handelte oft im Verborgenen und in der Stille, gerade weil er im Lichte der konkreten Situation jenes komplexen historischen Augenblickes spürte, dass man nur auf diese Weise das Schlimmste verhindern und die größtmögliche Zahl von Juden retten konnte. Unter Benedikt wurde der Seligsprechungsprozess von Pius XII. Zum Ende geführt, ihm wurde der heroische Tugendgrad zugebilligt. Begonnen hatte der Seligsprechungsprozess auf Anweisung von Paul VI. Auch als Reaktion auf die Diffamierungskampagne, auch um dann die Vorwürfe zu untersuchen, hat dann auch 4 Jesuitenhistoriker beauftragt, Dokumente aus dem Vatikanarchiv, die Licht auf die Frage nach den vatikanischen Aktivitäten im Holocaust, die natürlich Mondini kannte, weil er ja verantwortlich alles koordiniert hatte, werfen, zu veröffentlichen. Es entstand eine 11-bändige, 7300 Seiten starke Sammlung Akten und Dokumente des Heiligen Stuhls aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Papst Benedikt hat dann das Vatikanarchiv, die Vatikanarchive beauftragt, die Öffnung der Akten aus dem Pontifikat von Pius XII. Voranzutreiben. Franziskus hat dann bestimmt, dass am was war es, der 3. Ja, am 3. März 2020 die Archive geöffnet wurden. Und seitdem, wenn ich gerade Lockdown in Rom war, konnten Historiker Tausende, Hunderttausende von Dokumenten sichten. War ein bisschen tragisch, muss man sagen. Ich war dann auch, habe mir für 4 Wochen eine Wohnung in Rom genommen und nach einer Woche musste ich heimfahren. Corona, Lockdown. Also am Montag wurden die Archive geöffnet, am Freitag war ein großes Schild, wir machen leider zu, auf unbestimmte Zeit, Lockdown. Ich habe dann auch, bin noch bis Dienstag danach in Rom geblieben, weil die ARD mich noch interviewen wollte, habe 4 Tage lang nur von Keksen gelebt, weil kein Restaurant hatte auf, war Lockdown. Und war dann heilfroh, wie ich dann wieder in Deutschland war. Und dann im Juni durften wir erst wieder rein. Im Juni war der Lockdown dann vorüber, aber am 29. Juni schließen die Archive. Also man konnte genau 3 Wochen forschen und dann konnte man erst im Oktober wieder forschen. Genau 4 Wochen, dann war schon wieder Lockdown. Also das hat natürlich die Forschung etwas behindert, aber trotzdem sehen Sie auch an der Konferenz, die nun stattgefunden hat Anfang Oktober in der Gregoriana in Rom, dass eben viele, viele Kollegen auch gute Arbeit geleistet haben und die ersten Bücher auch auf dem Markt sind, die sich speziell auch um die neu veröffentlichten Dokumente
kümmern. Und insofern muss man sagen, geht alles einen guten Weg. Und daran, dass sogar Männer wie Professor Wolf gezwungen wurden, umzudenken, muss man sagen, lässt hoffen. Denn, und das ist mein Schlusswort, die Lügen über Pius XII. Spalten Christen und Juden. Die Vorstellung, dass die katholische Kirche in der dunkelsten Stunde der jüdischen Geschichte versagt hat, in der dunkelsten Stunde der Weltgeschichte, muss man schon sagen, versagt hat, der Papst geschwiegen hat, der Papst desinteressiert war. Aber die Wahrheit über Pius XII., dass eben doch geholfen wurde, wie nur geholfen werden konnte, dass fast 1 Million durch päpstliche Initiativen gerettet werden konnte. Die Wahrheit kann Juden und Christen einander näher bringen und ist ein wichtiger Schritt zur Versöhnung. Nachdem auch die theologischen Grundlagen im Zweiten Vatikanischen Konzil mit Nostra Aetate dafür geschaffen wurden, ein wichtiger Schritt der Versöhnung, der Aussöhnung und der Überwindung der Irrtümer des, wie gesagt, auch leider in der katholischen Kirche vor dem Krieg nicht unbekannten Antijudaismus. Insofern ist auch die Sorge von Edith Stein beantwortet worden. Ihr Wunsch, dass protestiert wird, ist erfüllt worden mit der Enzyklika mit brennender Sorge. Aber auch diese Enzyklika hat überhaupt nichts bewirkt. Proteste in einer Diktatur sind ein zweischneidiges Schwert. Pius XII. Wollte sich nicht den Applaus der freien Welt und der Nachwelt erkaufen mit dem Blut unschuldiger Opfer. Noch mehr unschuldige Opfer. Man kann immer sagen, was ist schlimmer als 6 Millionen Ermordete, und da muss man darauf antworten, so zynisch es klingt, 7 Millionen. Nur weil der Vatikan nach außen hin die Fassade der Neutralität, der scheinbaren Neutralität aufrechtzuerhalten versuchte. Diese Fassade blätterte natürlich an allen Ecken und Enden ab. Aber nur weil er sie aufrechtzuerhalten versuchte, waren diese Einflussnahmen möglich. Natürlich hoffte man, dass der Widerstand schneller aktiv werden würde und dass der 20. Juli erfolgreich werden würde. Und wir wissen ja, dass nach dem 20. Juli, als Hitler begriff, dass es für ihn eng wird, das Tempo des Mordens radikal erhöht wurde. Das ist eine Tatsache. Also die Zahl der Ermordeten ging wirklich hoch. Und sogar in seinem Testament hat Hitler noch geschrieben, dass also das, wofür ihn die Nachwelt rühmen würde, die Vernichtung der Juden war. So fanatisch war er. So fanatisch, das war sein Hauptziel. So war dieser dämonische Mensch von Hass erfüllt. Von Hass im Endeffekt gegen das auserwählte Volk und gegen Gott selber. Von Hass auch auf die katholische Kirche. Und wenn wir die Tischreden von Hitler lesen, die Domarus und andere veröffentlicht haben, muss man sagen, er plante die Endlösung der katholischen Kirche für die Zeit nach dem Endsieg. Nur er brauchte auch die deutschen Katholiken, um den Krieg zu gewinnen. Da konnte er das Land nicht noch mehr spalten. Und er brauchte auch die katholischen Soldaten. Aber danach hätte er mit der katholischen Kirche abgerechnet. Und jeder öffentliche Protest hat ihm schon vorher den Vorwand, nach dem er suchte, um gegen die katholische Kirche vorzugehen, geliefert. Und so einfach wollte es Pius XII. Hitler dann doch nicht machen. Und so tat er, was in dieser Stunde das Einzige war, was Sinn machte. Er half, Menschenleben zu retten. Er half, Menschen zu retten. Er half, Juden zu retten. Stalin hat mal gefragt, wie viele
Bataillone der Papst zur Verfügung hätte. Und dann muss man auf der einen Seite antworten, natürlich militärisch keine, aber eine ganze Legion von Priestern, von Ordensleuten, von Gläubigen, die bereit waren, im Auftrag des Papstes Menschenleben zu retten. Das war die absolute Priorität. Man ist immer schlauer im Nachhinein. Und es gibt super kluge Leute, die sagen, ja, wenn er protestiert hätte, dann hätte es vielleicht in Deutschland einen Aufstand der Katholiken gegen Hitler bekommen oder die Katholiken hätten sich der Shoah in den Weg gestellt oder auf die Bahngleise gestellt. Und ich muss sagen, diese Vorstellung klingt zwar verlockend, aber ist verlockend naiv. Weil wir reden von einer Diktatur. Wir reden von einer Zeit, wo es kein Internet gab, wo die Medien kontrolliert waren, wo bestraft wurde, wer einen Feindsender hörte, wo ohnehin dann geklärt wurde, das ist alliierte Gräuelpropaganda. Und das wollten die meisten Deutschen glauben. Die meisten Deutschen wussten zwar, dass die Juden nach Osten deportiert wurden, aber sie wussten nicht, dass die Juden dort ermordet werden. Höchste Geheimhaltung in den Todeslagern. Und deswegen hätte ein Protest auf deutscher Seite überhaupt nichts bewirkt. Die Alliierten wussten zum großen Teil Bescheid, hatten sogar Luftaufnahmen. Die hätten es sagen können, die hätten es enthüllen können, aber auch die hatten ihre Gründe, was auch immer diese Gründe waren, vielleicht auch die Einsicht, dass Hitler in die Enge getrieben noch gefährlicher, noch rasender in seinem Wahn werden würde. Aber auch natürlich das Verifikationsproblem gerade am Anfang. Welche Berichte nimmt man ernst, welche nicht? Es gab zum Beispiel einen Fall, wo der amerikanische Gesandte dann zum Kardinalstaatssekretär geschickt wurde mit einem Bericht, den der Jüdische Weltkongress gerade zusammengestellt hatte, wo dann vom Schicksal der Juden im besetzten Polen die Rede war, wo Dinge drin standen, dass in Polen es überhaupt keine Juden mehr gäbe, die alle vernichtet waren und dass sie in den Lagern zur Seife verarbeitet werden würden. Und der Vatikan war klug genug, muss man sagen, zu sagen, wenn wir das nicht verifizieren können, können wir es weder bestätigen, den Amerikanern gegenüber noch selber irgendetwas damit machen. Und heute wissen wir, beides war übertrieben. Einmal war das noch vor der Räumung des Warschauer Ghettos, also das hätte man leicht widerlegen können, die Behauptung. Und die ganze Sache mit der Verarbeitung zur Seife war natürlich eine kranke Fantasie. Die Juden wurden nicht zur Seife, sie wurden verbrannt in den Krematorien von Auschwitz, massenhaft. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, wie vorsichtig man mit Berichten umgehen musste. Denn es genauso wenig wie wir heute neutrale Berichte aus Kriegsgebieten bekommen, wenn wir fragen müssen, welche Seite stimmt, die russische oder die ukrainische, wer sagt die Wahrheit über den Frontverlauf, über die Rückeroberung bestimmter Städte oder wie auch immer. Und der Journalist, der heute über ganz andere Möglichkeiten verfügt, der sogar an der Front berichten kann, das gab es ja damals alles nicht. Da war ja damals undenkbar und da war eine Vorsicht angebracht. Die Vorsicht war angebracht, weil jede widerlegbare Behauptung war Wasser auf den Mühlen der Nazis. Und wie gesagt, hätte Hitler einen billigen Vorwand zum Zerschlagen der katholischen Kirche in Deutschland, zu den geplanten Schritten gegen die katholische Hierarchie in Deutschland und so weiter und so fort geliefert. Seien wir also gerecht, statt dass wir über den Fallstrick des Anachronismus, also damalige Vorgänge, nach heutigem Wissen
und nach heutigen Wertmaßstäben und in der heutigen Mediensituation, wo über Internet alles ganz schnell in die ganze Welt verbreitet werden können, über diesen Fallstrick des Anachronismus stolpern und versetzen wir uns doch mal, um ein gerechtes Urteil zu finden, zurück in die Lage derer, die damals im Kabinett des Papstes saßen und diese Berichte bekamen, diese Berichte diskutierten und am Ende entschieden haben, gleich verstimmt oder nicht, alles ist grauenvoll. Alles ist verbrecherisch, was da gerade abgeht. Wir müssen um jeden Preis Menschen retten. Das hat die absolute Priorität. Zeit gewinnen. Jede Verschiebung einer Deportation bedeutet Zeit gewinnen und hoffen, dass entweder die Alliierten gewinnen, den Krieg gewinnen, oder die Verschwörer, der Widerstand Hitler umbringt, stürzt und umbringt. Ich denke, wenn wir versuchen, gerecht zu sein, müssen wir sagen, und das war ein nobles Anliegen, und Pius XII., der Erste war, den Skrupel zerfressen haben, der sich so unwohl wie möglich gefühlt hat in dieser Situation des Abwägens, der am liebsten herausgerufen hätte, was er wusste, was er erfuhr, was man ihm geschrieben hat. Aber das Martyrium des Schweigens um ein größeres Gut, nämlich das Retten von menschlichem Leben und der Erhalt der Kirche in Deutschland, die eine Infrastruktur war, auch für etwas, was nach Hitler kommen würde, haben ihn veranlasst, so zu handeln, wie er handelte. Und auch das verdient unseren Respekt. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und bin gerne bereit, noch Ihre Fragen zu beantworten. Aber für diejenigen, die zu dieser Stunde ihren Heimweg antreten wollen, danke, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Gottes Segen Ihnen allen und möge die heilige Edith Stein, unsere Fürsprecherin, im Himmel sein, die Patronin Europas. Ihre Sorge damals war prophetisch. Und insofern ist nicht nur eine große Heilige und vielleicht Kirchenlehrerin, sondern auch eine Prophetin, eine große Prophetin hier, die hier gewirkt hat in der dunkelsten Stunde unserer Geschichte. Danke und Gottes Segen.